Hallihallo, Barclay Gaming hier, da sind wir wieder mit Star Trek Voyager Across the Unknown, sind im Sektor 8 und werden heute garantiert Sektor 8 abschließen und in Sektor 9 vermutlich mal reinstarten etwas. Genau, dann gucken wir jetzt mal rein hier. Gucken, was Sache ist hier. So, genau, in Sektor 8 sieht man hier die Deluxe Edition. Medizinische Ethik, Sektor 4, die hatte ich ja. Da ist dann Nara Pell gekommen und hier steht das Vinculum in Sektor 8 an, da wo wir jetzt uns befinden. Also schauen wir mal, ob wir das Vinculum Sektor 8 hier, ich bin mir nicht sicher, ob ich es letzte Runde schon gemacht habe, aber ich glaube noch nicht. Genau, denn die Quest hier für Mission, das Vinculum in Sektor 8 noch machen. Genau, und da kommt man nämlich das Vinculum Antivirus eventuell. Ja, schauen wir mal. In Sektor 8 hier, alles klar. Dann starten wir mal rein, wieder hier. Memory nodes located. Stand by. Proceeding with data transfer. Barclay Gaming 1 sagt willkommen im Stream. Genau. Amazon Polly is ready. Sozusagen mein Computer auf meinem Rechner ist ready, mein sprechender. Und die DS9 hat vorhin gesprochen und hier die Voyager hat keinen sprechenden Computer. Den fehlt noch hier. So, was haben wir denn? Krankheitsausbruch ist noch am Laufen. 13 Runden. Behandelt Krank, bevor die Krankheit sich ausbreitet. Okay. Was haben wir denn? Wir haben hier noch 6 Runden. Irgendwelche Leute, 12 Stück. Dann haben wir hier noch 12 Leute. Hoppala. Die auch noch am Heilen sind. Und insgesamt haben wir gucken mal hier in die Statistik rein. Wir haben 37 Kranke. Uiuiui. Das bedeutet, in 13, 12, 12, 24. 24, es sind immer noch 12, 13, nicht da. Jetzt müssen wir hier ganz beschleunigt hier mal was bauen, ne? 5 Runden. Dass wir alle Kranken hier in der Zeit möglichst geheilt haben. Na? Also, da sind schon die besten Ärzte drin. Hier ist die Nara Pell unterwegs. Hier rennt sie rum. Die ein bisschen einen Bonus bringt von der Geschwindigkeit. Und hier der Doktor. Also in 6 Runden hat er die 12 fertig und die in 6 Runden die fertig. Und dann kommen die anderen Kranken noch. Eieiei, Krankheitsausbruch, Sapperlot. Liege zu der von Arcturus gefundenen Koordinaten. Ja, okay. Wir sind hier. Wir sind voll überall. Wir haben genug Deuterium. Wir haben Strom 400, also wir haben ein +4 zum Aufladen der Batterien. Uranium haben wir mehr als genügend. Wir haben genügend Tritanium. Essen haben wir auch genug. Leuteanzahl, ja, zeigt da nicht so richtig was an. Wahrscheinlich wegen der Krankheit, ja, kann durchaus sein. So, und dann da drüben, Bedrohungsstufe 0. Sehr schön, 53. Ganz links sieht man 53 Photonentorpedos. Borgnaniten 7, neutrales Gilpack, okay. Dann Moral ist auf Plus unterwegs und die Hülle passt auch. Jo, dann wie sieht es hier aus? Das ist am Laufen, Torpedoabschuss Rampe 3, 9 Runden verbleibend. Jo, genau, dann passt das erstmal. Da würde ich sagen, was fliege zu Arcturus gefundenen Koordinaten. Ja, was machen wir denn? Wir schauen uns Sektor an. Gäbe es hier in diesem Sektor irgendwas, was relevant wäre? Das wäre die Main Quest hypothetisch, ne? Aber vor der Main Quest würde ich gern, ja. Wieso können wir denn hier snacken? Wo sind wir denn mit unserem Schiff? Hier sind wir. Da gibt es ein paar Steine und hier gibt es noch ein paar solche. Was haben denn die? 200 Uranium, 300, 400 wäre ein bisschen Verschwendung, aber ein bisschen Tritanium dazu. Ja, komm, das machen wir mal. Da holen wir uns mal schnell was. Ja, okay, da wie sieht's aus? Irgendwas Rotes dabei. Hier ist Rot schlecht.
Okay, gelb ist komplett. Ich würde sagen, das da unten klingt doch gut. Wissenschaftslabor Level 2 ist grün und ja, da wäre rot. Nee, nee, wir machen das hier. 40 Wissenschaftspunkte ist ja schon 120 Steine und, und 54 Gehirne, also sprich Duranium und Tritanium. Ja, da haben wir doch hier schon voll aufgemotzt. Duranium auf fast Max, Tritanium, wunderbar. Gut, also, wir müssen noch Zeit verplempern. Also heißt es, ab in den nächsten Sektor, hier ist eine blaue Mission. Die checken wir doch mal ab und fliegen mal rüber. Und wir machen natürlich eine Abkürzung zu hier. Wir schnappen uns hier mal, was haben wir denn da Feines? 12 Dilithium. Da fliegen wir hin. So, die Krankenstation. Okay, die ist ready. Das heißt, hier sind jetzt wieder Leute drin. 5 Stück von insgesamt. Und die brauchen 10 Runden. Das muss schneller gehen. Das bedeutet, wir müssen hier auf jeden Fall einen Helden mal reinsetzen, der im bärlichsten ist. In der Werkstatt. Ja, komm, die Werkstatt, das kann man machen. Wo ist denn die? Abfallaufbereitung. Ja, die macht 24%, der macht 21%. Die ist 33. Ja, ich würde sagen, Biolabor. Ne, die muss mal hier rüber. Und dann würde ich sagen, ist im Biolabor, setzen wir mal dann den, der ist in der Werkstatt. Ja, komm, tun wir den da rein. Genau, weil die Werkstatt ist hier unten. Die macht jetzt nichts ganz Wichtiges. Die macht gar nichts. Genau, das ist gut so. Torpedo kann man noch nicht verbessern. Jo, also wie sieht es aus mit den Kranken? Wenn ich jetzt im Management die aufmotz, wie lange dauert denn das? Haben wir eine Notstation? Na, wir lassen die erstmal auf einem kleinen Level 5 laufen. Wir haben hier noch 12. 12, 12, 24, 24 und 5 macht. 24 und 5 macht 29. 29 Kranke. Wie sieht es hier aus? 36 Kranke, okay. Sind noch genau diese zu heilen. Also die dürften in einer Runde fertig sein. Die auch in einer Runde, okay. Ja, dann würde ich mal sagen, was können wir denn einsparen? Irgendwas. 98 Runden sollte locker reichen. Okay, na dann würde ich sagen, weiter geht's. Torpedoabschussrampe Level 3 ist schon mal fertig entwickelt. Wissenschaft, gibt es hier irgendwas? Heilerei, was noch was bringt? Oder Raum, Stromsparen, Effekte. Wie sieht es denn hier aus? Borgalkoven, Reifungskammer, ja, ist jetzt nichts, was ich unbedingt gerade brauche. Das kann man alles am Schluss machen. Also, was haben wir denn hier? Bei Ingenieur, was hätten wir denn hier? Reparatur des Warpkerns verbessern. Dann haben wir hier Rotations im Kampf. Shuttle-Bauzeit. Ja, das Ohr des Diplomaten, da war doch was. Ich glaube, das ist mal Prio 1, das kann ich mir vorstellen. Gucken wir mal weiter. Holodeck, Holodeck, Holodeck. Aussichtslounge, ja. Boni, ja. Moralbonus. Deuterium-Abfall. Erhöht die Anzahl von Verpflegten pro ein Deuterium. Achso, wenn ich auf Deuterium umstellen würde. Erhöht denn... ich glaube, ich muss erst das machen, damit das freigeschaltet als nächstes immer wird. Ich glaube, so sehe ich das ja. Erhöhte Replikator-Rationen. Okay, muss man Stück für Stück freischalten. Starker Verbündeter, mächtiger Verbündeter. Galaxianer. Okay, ja, kann man machen später. Hydroponischer Garten nutze ich eh nicht, also erst einmal unrelevant. Der Abfall auf, die Produktionszeit, das ist schon mal nicht schlecht, 25%, jo. Hat jetzt aber auch noch keine Prio. Deaktiviert alle feindlichen Systeme, Metaphasen, alles gut, alles schön. Ja, also Abfallaufbereitung und das andere. Torpedodurchdringung, ja nett.
Höhenverstärkung, ja nett, brauche ich gerade auch nicht. Antriebssystem, okay. Belohnungen nach einem gewonnenen Kampf, ja, auch nicht schlecht. Moralgewinn, auch cool. Also nee, aber ich glaube, wir brauchen... Ah, das war doch da hinten, oder? War das da hinten? Nee, war es nicht, das war da vorne. Produktionszeit der Abfallaufbereitungsanlage. Minus 25%, das ist schon mal ein... Ja, das ist schon ein Riesending, ne? Ich würde sagen, wir machen das. Oder? Nee, das machen wir nicht. Wir machen zuerst das Ohr des Diplomaten. Weil das hatte ich gerade schon und hatte ein Problem, dass ich den Spruch nicht hatte. Also machen wir erst das Ohr des Diplomaten. Weil da hatte ich schon mal eine Antwortmöglichkeit, wo mir geholfen hätte, wenn ich das schon gehabt hätte. Das Ohr des Diplomaten. Dann machen wir das zuerst. Und wenn das ready ist, dann machen wir die Abfallaufbereitung hier. Genau, Produktionsseite Abfallaufbereitungsanlage. Machen wir als nächstes. So, also, die Krankheit. Noch 6 Runden. Das wird eng. 3 Runden. Moment. Ah, 2 Runden. Okay, Moment, was haben wir hier? Da haben wir keine drin. Die können wir wieder... Okay. Dann können wir wieder hier umstellen. Also, kann die Cass wieder dahin. Die können wir abschalten. Da sind keine mehr. Wunderbar. Strom sparen. Sektionen abschalten. Krankenstation. Der Doktor ist doch der Fähigere. Das bedeutet, die braucht noch 2 Runden. Na gut, 2 Runden, 3 Runden, das halten wir auch noch aus. In 6 Runden müssen wir alle geheilt haben. Sollte doch klappen. Das bedeutet, wir haben jetzt noch 13 Kranke. Das sind hier 12 und da ist einer. Ja, sollte hinhauen. Das sollte doch locker hinhauen. Also bevor hier gar nichts ist, tun wir doch mal hier einen. Wo ist dann hier der Phaserraum? Ah, der Phaserraum ist hier einer. Schildraum, jo. Der kann eigentlich sich nur in der Werkstatt aufhalten, will ich weiß. 50% Herstellungsdauer, der Pelk. Yep. Bringt der auch was im... Wo ist er denn? Crewkarte, hier, Schildgenerator, nein, in Phaser. Kann man hier einen Helden reinschmeißen? Ne, immer nur die üblichen Verdächtlichen. Demontieren wollen wir nicht. Ingenieurbüro, da ist auch niemand drin. Brauchen wir auch gerade nichts. Ja. Brauchen wir nichts. Alles gut, alles klar. Weiterfliegen. Moral, 250. Wir konnten die Krankheit unter Kontrolle bringen. Dank meiner herausragenden Expertise sollte sich die Krankheit ab sofort nicht mehr weiter verbreiten. Jawohl, haben wir auch geschafft. Der Krankheitsausbruch ist durch. So, wir sind angekommen. Und zwar hier bei diesem Planeten Schiffswrack. Ach, Schiffswrack, okay, auch gut. Wir haben ein Wrack eines kleinen Schiffes gefunden, das schwer beschädigt ist. Strahlung abgibt und zu explodieren droht. Versucht diese Ressourcen sorgfältig zu bergen, das strahlenversorgte Schiffswrack verstreut ist. Oder, oh, mit Rot, nicht gut. Schicke ein Team, um zu versuchen, das Schiff zu stabilisieren. Ingenieurbüro 1. Verwandle den Energiedissipator, um den Warpkern abzuschalten. Haben wir nicht. Energiedissipator Kontrollraum. Okay, haben wir nicht. Ja, machen wir halt das. Rot ist mir zu gefährlich, gibt es wieder 0. Siehst du, hier gibt es bloß dann 3. Und schon wieder 5 Verletzte. Okay, so, jetzt sind wir hier. Wir wollen zum Blauen, das war eigentlich das Ziel. Ne? So, wie sieht es denn aus mit Material und Zeug, alles? Wow, alles Paletti. So, dann fliegen wir doch mal hier hin und schauen uns das hier an. Das Vinculum, das ist die Quest, da haben wir sie doch. Das ist die Deluxe Edition Quest, das Vinculum. Unsere Scanner haben etwas im Sektor erfasst, das unsere Aufmerksamkeit erfordert. Sollte sich unsere Vermutung bestätigen, könnte es sehr schnell sehr ungemütlich werden. Jo, dann fliegen wir jetzt da mal hin, ne? Schauen uns das mal an, das Vinculum. Harry Kim, Captain, wir haben unser Ziel erreicht. Befehle?
Na, wir gucken erst mal, ob wir hier noch irgendwas tun müssen. So, wie sieht's denn aus? Wir haben noch 5 Schwerverletzte, 18 Heimweh, aber im Gesamten haben wir plus 18 Moral. Das ist schon mal gut. Crew. Keine quartierlose Crew, keine quartierlose Borg da unten. Wunderbar. Insgesamt 180 Crew. Meine Herren, so viel Crew. Helden sind alle da. Noch ein paar ganz schön schwachbrüstig. Der Carry hier mit Level 3. Mann, oh Mann, Mann. Kampf. Wären wir bei 250. Ja, locker flockig. Weil wir, Moment, was haben wir denn? Basisangriffskraft, Disruptor, Phalanx und Phaser. 825 Attack, okay. Und weiter, nur das war's. Können wir hier mal ein bisschen reduzieren? Nö, ne? Wir lassen laufen. Also gut, Vinculum. Machen wir uns mal an hier. Harry Kim, wir haben unser Ziel erreicht. Befehle. Fortsetzen. Trümmerfeld. Das Trümmerfeld übersät mit Metallschrott. Metallschrott, der seltsam vertraut wird. So vertraut, dass sich die Crew beim Anblick der Magen umdreht. Was haben wir denn? 7 of 9. Verdacht bestätigt, Captain. Die Überreste stammen von einem Borg-Kubus. Catherine Janeway. Die Chancen stehen also gut, dass wir entweder auf das Kollektiv treffen oder auf das, was dessen Kubus zerstört hat. Hoffen wir, dass die Spezies 8472 nicht zurückgekehrt ist. Ich möchte kontinuierliche Langstreckenscans des Sektors. Keine Überraschungen. Steuermann, Kurs beibehalten. Tuvok steht hier auch rum. Okay. Tuvok steht rum, Neelix steht rum, 7 of 9, der Captain. Wer da am Pult rum macht, weiß ich nicht. Ah, Captain, hätten Sie einen Augenblick Zeit für mich? Mr. Neelix. Captain, ich befürchte, der Mitternachtsnascher ist zurückgekehrt. Was? Was ist ein Mitternachtsnascher? Der was? Der Mitternachtsnascher, Captain. In vergangenen Tagen sind wiederholt Lebensmittel aus der Kombüse verschwunden. Ach so, Mitternachtsnascher. Fressattacken in der Nacht bekommen. Heißhunger. Vor allem nachts. Ich möchte darum bitten, dass strengere Maßnahmen ergriffen werden. So, vielleicht eine bewaffnete Sicherheitseinheit. Level 1 Tuvok, Borg, okay. Level 1 Tuvok mit den Ermittlungen zum Mitternachtsnascher beauftragen. Warnung, Tuvok wird vorerst nicht verfügbar. Was hat der Tuvok beim Phaserkampf? Hat er einen doppelten Phaser zum Abfeuern. Ja, also Attack. Und auf dem Planeten ist er auch gut. Ja. Solange der Chakotay noch da ist, das sind die einzigen zwei, die Waffen haben, ist noch alles gut. Die Borg könnten jeden Monat auftauchen. Wir können niemanden entbehren, um den Mitternachtsnascher zu jagen. Den Mitternachtsnascher zu jagen. Aber wenn man nicht erwischt, dann, ja, wer weiß, was da passiert. Die Borg können jeden Moment auftauchen, ja, genau. Das gibt. Ey, das ist wieder so eine saublöde Frage, ne? Also, Tuvok, den Mitternachtsnascher. Tuvok Level 1. Die Borg könnten jeden Moment auftauchen. Ja, was machen wir denn da? Normal würde ich den durch die Gegend schicken. War eigentlich schon immer der Fall. Der muss erwischt werden. Sicherheit. Komm, schick ihn durch. Deine Entscheidung hat Konsequenzen, ja. Lieutenant Tuvok, gehen Sie der Sache bitte nach. Wir müssen unseren Vorräte haushalten. Dass sie einfach so verschwinden, ist inakzeptabel. Natürlich, Captain. Wir werden den Täter ausfindig machen. Schauen, wie lange der da braucht. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie die Sache ernst nehmen, Captain. Tuvok nicht verfügbar. Das Vinculum. 8 Runden. Das Vinculum. Da haben wir es doch. Moment. Das machen wir doch ganz kurz hier, sicherheitshalber, in meiner, wie sagt man so schön, Stream-Beschreibung, tun wir jetzt doch das Vinculum nochmal mit reinsetzen, dass wenn man danach sucht, das auch erscheint. Das
Vinculum. Und das Morgen von gestern. Genau. So, und dann tun wir das natürlich auch unten in die Dings reinschreiben. In die Metadaten schnell. Sollte reinpassen, ja, genau. Das Vinculum. Okay. Speichern. Gespeichert. Okay, okay. Haben wir noch gleich mal einen Screenshot für das Vinculum. So. Warte auf Neuigkeiten bezüglich der verschwundenen Nahrung. Ach, das Vinculum gehört zur Nahrung. Ach, guck an. Gut, dass ich einen Tuvok durch die Gegend geschickt habe. Warte bezüglich der verschwundenen Nahrung. So, so. Ich habe gedacht, Nahrung gehört nicht zum Vinculum, aber Vinculum gehört zur Nahrung. Okay. Nicht zur Kenntnis. Können wir hier einen anderen reinsetzen? Ist hier irgendein Abfallaufbau an Krankenstationen? Moment. Die andere aus der zweiten Krankenstation ist doch eigentlich zur Verfügung. Die hier. Das sind schon wieder Verletzte. Was ist denn da los? Moment. Krankenstation kurz abschalten, einschalten, dann sind die umgezogen in die Krankenstation vom Doktor. Dann kann man die Krankenstation kurzzeitig abschalten, um logischerweise hier jetzt dann Mrs. Danara Pell, Scheißendreck, nix Danara Pell. Nix Danara Pell, okay, aber die kann doch hier unten rumeiern. Da war doch mal was, Danara Pell, genau, 84%, hier, bei der Aero-Shuttle-Rampe. Das steht hier rum. Müssen wir mal gucken, ob es hier ein tolles Angebot gibt. Ah ja, 1000 Treibstoff für 6. Was? Dilithium. Dilithium wird immer benötigt, also Handel abschließen. Let's go. Das weisen wir zurück. 1500 Essen gegen 96 Steine. Ja, da gibt's. Haben wir genug. Haben wir keinen Mangel momentan. Das ist gut. Dann haben wir 3 Leute, die irgendwas tun könnten, reparieren könnten. Die sitzen eh bloß rum. Jo, macht nichts. Lassen wir mal so. Wie sieht es mit Shuttle aus? Können wir irgendwas tun? Nix. Okay. Oh, passt, wackelt und hat Luft, ne? Ganz schön ausgestattetes Schiff hier. So, dann, okay. Wir müssen abwarten und Tee trinken. Tja, was machen wir denn mit abwarten und Tee trinken? Hier rumeiern, hier rumfliegen, irgendwas einsammeln, was wir nicht brauchen momentan, ist auch blöd, ne? Ist ja doof. Ist ja richtig doof. Was könnte man denn hier einstellen, wo wir ein bisschen mehr Verbrauch hätten? Also, gehen wir auf Schiff. Das Biolabor. Baut momentan 2 Runden noch. Dann haben wir nochmal 2 gebaut. Apropos Biolabor. Können wir verbessern. Dann tun wir das doch mal. Phaser können wir nicht mehr verbessern. Das Lagereinheit auch nicht. Schildgenerator können wir auch nicht verbessern. Sowieso auf Max. Ingenieurbüro sollte auch auf Max sein. Ja, das einzige ist, glaube ich, die Torpedoabschussrampe. Die geht noch. Ja, das machen wir doch. Plus 35 Torpedoschaden. Ja, Energie von 8 auf 10. Ja, komm, mach hin. Transporterraum ist auf Max. Die Werkstatt ist auf Max. Wir könnten noch mal, bevor wir nichts machen, ein paar Torpedos bauen. Ha? Ja, bauen wir ein paar Torpedos einmal. Komm, bevor hier nichts passiert, ne? Okay, dann fliegen wir mal. 2 Fliegen weiter. Hier gibt es ein paar Steine, dort gibt es ein paar Steine. 4 Zyklen, passt. So, was haben wir denn hier an Steine? 400, 168. Das ist wieder was Rotes dabei? Nee, machen das. Bing, 168 Steine, 20 Verlust. Macht nichts, so. Wie sieht es denn hier aus?
Das Ohr des Diplomaten braucht noch 2 Runden. Okay. So, wie sieht es hier aus? Das dauert noch 2 Zyklen, bis das Biolabor ready ist. Und das dauert noch 4 Zyklen, bis das ready ist. Ja. Die Aero-Shuttle-Rampe ist fertig mit dem Handel. Okay, hat sich auch schon mal erledigt. Sehr gut, sehr gut. Da gibt es ja auch nichts Neues gerade. Jo, dann ist doch alles schön hier. Dann fahren wir mal weiter. Was sagt denn der Sektor? 4 Zyklen, hier gibt es ja nichts. Ja, dann tun wir mal, was haben wir gesagt, 2 Runden warten. Wir könnten ein bisschen Treibstoff, was haben wir noch? Na, ein paar Steine hier sammeln. Gibt es nur Steine? Ja, 92 machen wir mal hier. Dann grasen wir mal ein paar Steine ab. Okay, Biolabor, Lebenshaltung aktiv, Bio von 2 auf 3 erhöht. Erhöht den Verbrauch natürlich etwas und braucht ein bisschen mehr Energie und braucht einen mehr Crewmember. Okay. Dann gehen wir aufs Schiff. Das Ohr des Diplomaten ist auch entschlüsselt. Entwickelt. Ingenieur. Sehr gut. Und dann haben wir gesagt, als nächstes die Abfallaufbereitung um einen Level erhöhen. Ne? War der nächste. Das war doch dann bei Wissenschaft hier. Reduziert die Produktionszeit der Abfallaufbereitungsanlage um minus 25%. Dann machen wir doch das. Die Abfallaufbereitung, das ist doch hier. Da machen wir aktuell, genau, Treibstoff. Brauchen 9 Runden. Das bedeutet, 3 sind verbleibend. Also 25% von 9 Runden. Das wäre doch dann, warte mal, wenn man es auf 10 hochrechnet, wären wir bei 10 bei 8 Runden. Na, 25%. Von 10 Runden wären wir dann bei 8 Runden. Also wären es 2 Runden weniger. Also könnte man hoffen, dass aus 9 Runden 7 Runden werden. Beziehungsweise, wenn die sagt 25%, dann können wir auch mal tatsächlich rechnen. 9 durch 100 mal 75 ergibt 6,75. 6,75. Okay, na dann ist es also aufgerundet 7. Ja, dann sollte das auf 7 Runden runtergehen. Also sind wir doch schon richtig effektiv dann. 7 Runden gibt es immer 90. 90 Dings. 90 Deuterium. Wird doch schon immer besser hier. Na, die macht hier, reduziert die Produktionszeit. Sehr gut, sehr gut. Okay. Dann, weiter geht's. Wir fahren weiter. So, Lebenserhaltung, Torpedoabschussrampe, aktiv. Ready. Wie sieht sie denn aus? Ja, ruft schon wieder jemand. Ah, die sieht jetzt so aus, okay. Mal aufgemotzt hier. Voll super modern. Interessant, interessant. Torpedoabschussrampe. Torpedoabschussrampe Level 3. Da ist keiner drin, macht nichts. So. Bevor wir haben hier, das ist am Laufen. Das dauert noch ganze 12 Runden. Genau, also, Anfrage annehmen. Dann tun wir das mal. Das Vinculum. So. Der Mitternachtsnascher ist entlarvt. Auf der Krankenstation führte der Doktor gerade eine penible Untersuchung an einer Patientin durch. Bei näherem Hinsehen wird klar, wer dort liegt. 7 of 9. Was ist denn hier los? Catherine Janeway, was ist hier passiert? Ich konnte 7 of 9 als Mitternachtsnascher identifizieren. Sie behauptet jedoch keinerlei Erinnerung an ihre Taten zu haben. Aha. Ich habe sie auf die Krankenstation gebracht, damit der Doktor ihren Zustand untersuchen kann. Ein Glück, dass sie sofort reagiert haben. Meine Untersuchung zeigt, dass 7 schwer krank ist. Die Werte sind besorgniserregend. Uiuiui, was ist da los? Wo bin ich? Was geht hier vor? Sie sind auf der Krankenstation, 7. Der Doktor hat sie untersucht. Ich fühle mich vollkommen gesund. Mir fällt gerade auf, Audio habe ich ausgeschaltet wegen der Titelmelodie, aber jetzt ist ja
In-game, da sollte keine Titelmelodie mehr kommen, aber Hintergrundmusik. Genau. Ich fühle mich vollkommen gesund. Der Doktor, ganz im Gegenteil, die Werte deuten darauf hin, dass Sie unter einer dissoziativen Identitätsstörung leiden, DIS. Üblicherweise treten dabei verschiedene Persönlichkeiten in Erscheinung, die innerhalb des Individuums miteinander agieren. Herr Doktor, in Ihrem Fall jedoch, Seven, handelt es sich allerdings um die Identitäten von Personen, die Sie früher assimiliert haben. Wirklich höchst faszinierend. Janeway, gibt es eine Möglichkeit, das zu heilen? Der Doktor, bedauerlicherweise nein. DIS steht für überwältigende Traumata in der Kindheit. So wie ich das sehe, ist Seven die einzige, die diesen Zustand steuern und kontrollieren kann. Wissen Sie, wann das Ganze begonnen hat? Oh, mein Screenshot hier kann auch nichts schaden. 7 of 9. Ich bin mir unsicher. Seit der Ankunft in diesem System begleitet mich ein eigentümliches Gefühl. Die Trümmer des Borg-Kubus sind beunruhigend. Ich schlage vor, wir untersuchen sie. Zustimmen, das Trümmerfeld untersuchen. Ja, würde ich auch sagen. Selbstverständlich wird untersucht. Diese Entscheidung hat Konsequenzen. Janeway, Steuermann, setzen Sie Kurs zurück auf das Borg-Trümmerfeld. Hoffen wir, dass wir dabei unbemerkt bleiben. Da wäre mal eine Tarnvorrichtung nicht schlecht, ne? Langsam. So, mal gucken, haben wir irgendwas? Ah ja, hier. Das Biolabor ist aus. Das sollte man natürlich mal wieder aktivieren. So, da rennt die Kesse rum. Na, rennt rum, die steht bloß blöd in der Gegend rum. Arbeiten, arbeiten. Aha. Biolabor, schön, schön. Alles klar, weiß Bescheid. Was macht das Biolabor nun? Okay, die produzieren 3 von den Teilen. Jo. Brauchen wir die unbedingt, die 3 Teile? Voll, ja. Naja, wir produzieren einfach mal ein paar, ne? Können auch mal umschwenken auf 16 verbleibend, also wir haben frisch gestartet. Dann können wir auch umschwenken auf das da. Dass wir mal davon wieder ein paar bauen. Die Kesse hat 33 Produktionsdauer, das ist doch ganz nett. Ah, jetzt ist wieder weg. Ah ne, die ist noch da, gut. Da sieht man es, jawohl, die ist noch da. Was war das? Die Aussichtslounge, die brauchen wir gerade aktuell nicht. Das Holodeck brauchen wir gerade aktuell auch nicht. Wir gucken aber mal kurz rein. Könnten wir das verbessern? Nein, also schalten wir es ab. Die Aussichtslounge, können wir die verbessern? Auch nicht. Dann schalten wir sie ab. Was haben wir hier? Phaser-Kontrollraum, der ist schon auf Max. Jupp, jupp, jupp. Jupp, okay. Wie sieht es denn hier aus? Wir können doch schon mal wieder 844 mal eine Stufe reduzieren. Genau, eine Stufe reduzieren. Ist gut so. Eine Krankstation haben wir pausiert. Borg-Alkoven ist okay, wir brauchen nicht mehr Borg. Könnte natürlich sein, dass sie jetzt ein paar Borg finden, ne? Und anschließen, wer weiß. Wird sich zeigen. Krankenstation. Was ist denn hier los? Wo ist denn der Doktor? Sind da noch welche drin? Ja, tatsächlich. Oh ja, hier 7 of 9. 7 of 9 liegt hier rum. Moment, wo ist sie denn? Doktor, wo liegt die 7 of 9 rum? Da hinten wahrscheinlich. Da. 5 Runden ist die 7 of 9 verletzt. Okay. So, untersuche das Trümmerfeld. Gut, wir sind hier. Untersuche das Trümmerfeld. Also fliegen wir wieder zum Trümmerfeld. Wie lange dauert das? Genau 5 Zyklen. Bis dahin müsste 7 of 9 wieder gesundet sein. Let's go, wir fliegen mal hierher. Kommt jetzt das Schiff angeflogen von da hinten. Unseren Kurs setzen. Von da drüben kommt's. Und die Voyager ist da. Captain, wir haben unser Ziel erreicht. Befehle? Moment, erstmal noch
Abwarten und Tee trinken. 7 of 9 müsste jetzt wieder ready sein. Wie sieht's aus? Krankenstation? Ja, 7 of 9 sollte wieder zur Verfügung stehen. Hat die auch irgendeinen Job gehabt? Irgendwo? Schauen wir mal. Ne, hier nicht, dort nicht. In der Stellarkartografie eigentlich, ne? Aber da sehe ich sie nicht. Da ist sie. Shuttle-Bauzeit. Deflektorschild. Ach, die hängt aber am Deflektorschild rum. Okay, da ist sie, genau. Die hängt beim Deflektorschild rum. Ja. -3 Schaden durch Phänomene. Ja, das ist schon cool. Wegen außerirdischen Phänomenen, also halt, upsie, was ist denn hier los? Ja, das sind die Kontrollräume. Für den Deflektorschild. Deflektorschild. Okidoki, dann System, wir sind da. Wir schauen uns das an. Und gucken uns das hier mal an. Oh ja, da sieht man schon die ganzen Borg-Kubusse, die zerstörten. Dann klicken wir jetzt mal rein. Captain, wir haben unser Ziel erreicht. Befehle, fortsetzen. Let's go. Captain, ich habe etwas gefunden, das Sie sich vielleicht ansehen sollten. Das markgrüne Leuchtfeuer. Ein grüner pulsierender Schein erleuchtet den Bug der Voyager, während Trümmerteile träge am Schiff vorbeizieht. Wie gebannt beobachtet die Crew die Diamantform, die inmitten der Trümmer treibt. 7 of 9. Ein Vinculum. Ein zentraler Verarbeitungsknoten der Borg. Es kontrolliert, integriert und vereinheitlicht das Bewusstsein der Drohnen, während es individuelles Denken unterdrückt. Das ist das Vinculum, okay. Das gibt's nur in der Deluxe Edition hier, die Quest, okay. Es muss eine direkte Verbindung zu meinem neuralen Faden hergestellt haben, was zu meiner beeinträchtigten Funktionalität führte. Gibt es eine Möglichkeit, es zu deaktivieren? Ich habe in der Vergangenheit zahlreiche Vincula demontiert. Es geht schon wieder los. Oh mein Gott. Ich bin wieder fertig und müde. Ich bitte darum, das Gerät für eine Untersuchung sofort an Bord zu beamen. Ich wäre da vorsichtig, Captain. Es könnte die Borg potenziell zu Voyager locken. Ich bin in der Lage, die Verbindung zu unterbrechen, noch bevor ein Signal gesendet wird. Meine Kenntnisse über Borg-Technologie sind ausreichend. Oder, falls wir es vorziehen, nicht assimiliert zu werden, kann ich eine Drohne bauen, um die Verbindung aus der Ferne zu trennen. Die Fertigung wird allerdings etwas Zeit in Anspruch nehmen. Drohne bauen, aus der Ferne an Bord und 7 analysieren zu lassen. Warnung, 7 wird vorerst nicht verfügbar. Also eine Borg-Drohne von einer Borg zu reparieren, denke ich mal, das wäre doch die bessere Alternative, oder? Außerdem wollen wir das verblödete Vinculum ja haben. Wenn wir es an Bord beamen, dann haben wir es schon mal. Machen wir an Bord. Die Entscheidung hat Konsequenzen. 7, ich vertraue Ihnen. Beamen Sie das Ding an Bord und beginnen Sie sofort mit der Arbeit. Ich möchte dem Borg keinen Grund für einen Besuch liefern. Das Vinculum im Wissenschaftslabor analysieren. Jo. Dann analysieren wir mal das Vinculum. Das Vinculum. Im Wissenschaftslabor, okay. Das ist doch dann, wo ist es denn, das Wissenschaftslabor hier? Ne, Ingenieurwissenschaft ist dann hier. Phaser, Wissenschaft, wo war Wissenschaft? Da unten. Ne, ach, Wissenschaft, Entschuldigung, Punkte. Wissenschaft, Harry Kim und Konsorten. Harry Kim ist mit 37% unterwegs, jawohl. So, Strahlungsrecycling, ne, Vinculum, 10 Runden, let's go. 10 Runden abwarten und Tee trinken.
Also gut, was können wir tun? Das ist voll, das ist voll. Ja, wir fliegen mal ein bisschen durch die Gegend hier, ne? Mal 5 Zyklen hoch und dann ein paar Zyklen wieder nach unten. Oder wir fliegen mal darüber, 5 Zyklen, holen mal ein bisschen Treibstoffli. Das wäre doch mal was. Ein bisschen Treibstofflein. Bing, so. Bussard-Kollektoren, rot. Shuttle schicken. Wir haben 3500, also 2000 können wir fast sammeln. Also wir könnten das hier voll max ausschöpfen. Schöpfen. Probieren wir es aus, ob es klappt. Ja, 1700 Treibstoff. Perfekt. Das heißt, wir sind ja schon wieder schön auf Max. Apropos, was produzieren die hier wie die Blöden? Das Biolo produziert jetzt wie doof hier. 6 verbleibend. Immer noch. Ach nee, macht jetzt Borg-Zeugs hier. Okay. Jawohl, 6 Runden. Obacht! Wir sollten mal kurzzeitig hier den Maschinenraum wieder hochfahren, dass wir wieder Batterien aufladen. Und nicht aus Versehen in Modus Grau kommen, weil wir keine Energie besitzen. So, dauert noch 5 Runden, haben wir festgestellt, glaube ich, ne? Hier. Noch 5 Runden verbleibend. Das heißt, wir fliegen wieder. Wo ist die Voyager? In diesem System ist die Voyager. Wir fliegen nochmal und holen uns ein paar Steinchen hier. Die sind 5 Runden, auch 5 Runden entfernt. Ja, komm, wir nehmen mal den inneren Kreis. 5 Zyklen. Machen wir doch mal. Das Vinculum. Anfrage, okay. Das Vinculum, dann nehmen wir doch mal die Anfrage an. Ich habe die Analyse des Vinculums abgeschlossen, Captain. Es enthielt einen Krankheitserreger. Ein Virus, der speziell entwickelt wurde, um die Physiologie der Borg anzugreifen. Aha. Wenn wir ihn umprogrammieren, wird das meine Symptome kurieren. Wir müssen jedoch schnell handeln. Während der Demontage des Vinculums wurde ein Ortungssignal gesendet. Ich war zuversichtlich, das verhindern zu können. Die Borg-Aktivität in diesem Sektor wird stark ansteigen. Bedrohungsstufe +2. Okay. Sieh an. Sieh an. Scheinbar sind sie ein bisschen aus der Übung. Was, Seven? Zeit, sie wieder auf Kurs zu bringen. Ich fange sofort. Captain, ein Schiff nähert sich. Es ist bis an die Zähne bewaffnet. Sie rufen uns. Uiuiui. Jetzt kommen die Borg. Wenn? Wer ist denn das? Ich weiß, dass sich das Vinculum auf Ihrem Schiff befindet. Geben Sie es sofort zurück. Sie wissen nicht, womit Sie da hantieren. Selbstverständlich wissen wir das. Und wer sind Sie, Mister? Wenn? Meine Spezies wurde fast vollständig von den Borg assimiliert. Deshalb will ich wissen, warum Sie an meinem Virus herumfuschen. Ihr Virus, dieser Virus, fügt einem meiner Crewmitglieder unerträgliche Qualen zu. Unmöglich. Es ist eine biologische Waffe, die dazu bestimmt ist, nur Borg zu vernichten. Sie hat keine Auswirkung auf andere Spezies. Dieses Crewmitglied ist Borg. Sie wurde ein Individuum. Ich verlange, dass Sie sofort heilen. Ein Heilmittel? Warum sollten wir ein Heilmittel entwickelt haben? Die Borg verdienen nur die Auslöschung. Ihre Borg-Drohne wird bald Geschichte sein. Aha. Wenn. Meine Männer haben sich selbst geopfert. Sie haben sich assimilieren lassen, um den Virus ins Kollektiv einzuschleusen. Ich werde nicht zulassen, dass Ihr Opfer umsonst war. Wenn. Geben Sie mir das Vinculum zurück. Sofort. Nein, das können wir nicht hergeben. Captain, ich schlage eine Gedankenverschmelzung mit 7 of 9 vor. Beziehungsweise das Vinculum. Wie war das? Warte mal. Wenn ich jetzt hier ins Menü gehe. Da ist, ja genau, da war doch der Screenshot. War das hier? Warte mal, wo ist der Screenshot hin? Ist nicht hier. Der ist da hinten. Screenshot Mediengalerie. Da. Und Moment.
Habe ich doch, wo ist denn der Screenshot von, bilde ich mir ein, habe ich doch vorhin einen gemacht, oder? Von der Deluxe Edition. Anscheinend geht das nicht. Doch, hier unten. So, 5 neue Missionen. Das Vinculum, Sektor 8, den mache ich gerade. Und jetzt pass auf. 3 neue Technologien. Vinculum Antivirus. Antivirus. Vinculum Antivirus. Also, jetzt ist das Vinculum. Genau. Antivirus. Mal schauen. Okay, Tuvok, ich schlage eine Gedankenverschmelzung mit Seven of Nine vor. Es ist möglich, dass ich sie heilen kann, um einen Konflikt mit Mr. Wen zu verhindern. Captain, eine Gedankenverschmelzung mit Seven ist in ihrem jetzigen Zustand höchst gefährlich. Ihre instabilen Gehirnströme könnten Tuvok schwer verletzen. Oh. Tuvok, eine Gedankenverschmelzung durchführen zu lassen, um Seven zu heilen. Macht 60 plus 30, 90%. Oh, das ist aber eigentlich ganz schön hoch. 70 plus 30 macht ja 100. Konflikt riskieren. Maschinenraum. Das Virus umprogrammieren, um Seven zu heilen. Oh. Konflikt riskieren. Ah, das Vinculum und den Erreger zerstören. Konflikt vermeiden. Das Vinculum, wenn überlassen. Konflikt riskieren, umprogrammieren. Das Virus umprogrammieren und Seven zu heilen. Das wäre eine 100% Chance, ne? Um Seven zu heilen. Aber dann haben wir immer noch das Vinculum nicht gemacht. Also hier kommt Konflikt. Erreger zerstören. Okay, Konflikt. Konflikt riskieren, das Virus umprogrammieren. Um Seven zu heilen. Ja, wir wollen ja die Seven heilen, ne? Um Seven zu heilen, das geht auch. Das ist eine 90% und das hier ist eine 100% Chance. Aber eigentlich die Borg hier schön ein Virus schicken wäre doch schon eigentlich auch, wie soll ich sagen, schon im Sinne von uns eigentlich, ne? Wir probieren es mal mit dem Tuvok. Level 7 Tuvok, let's go, 90%. Fangen Sie an, Lieutenant Tuvok, aber seien Sie wachsam, brechen Sie sofort ab, wenn es zu gefährlich wird. Wir wollen Seven heilen und nicht noch jemanden verletzen. Also, let's go. Erfolg! Jawohl. Tuvok, ich beginne mit der Gedankenverschmelzung. Korrigiere neue Divergenz. Konsolidierte, fragmentierte Identitäten. Integrität wiederhergestellt. Seven, wie fühlen Sie sich? Besser, die fremden Gedanken sind verstummt. Ich bin wieder ich. Danke, Tuvok. Ich weiß Ihr Eingreifen zu schätzen. Wenn, Sie haben die Borg tatsächlich gerettet, ohne mein Lebenswerk zu zerstören. Gut gemacht. Händigen Sie mir das Vinculum sofort aus. Es gehört ins Trümmerfeld, damit die Borg es finden und der Virus sich verbreiten kann. Scheiße, scheiße, scheiße. Das Vinculum und den Erreger behalten. Mann, oh Mann, was machen wir denn da? Konflikt riskieren. Das Vinculum und den Erreger zerstören. Nee, will da den Vinculum Antivirus haben. Konflikt vermeiden. Das Vinculum, wenn überlassen. Dann kriege ich aber nichts. Der hat ja schließlich kein Dings gemacht, ne? Das Vinculum und den Erreger behalten. Konflikt riskieren. Aber eigentlich, ja. Das sind die Borg, einerseits. Andererseits sagen wir, die Borg kann man ja heilen. Haben wir jetzt auch geschafft. Und das andere ist ja nur ein Virus, der die killt. Also nicht gut. Das Vinculum wäre ein Virus, der die Borg killt. Und die Borg sind die Ex-Menschen, sozusagen, oder Ex-andere. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, die Borg zu heilen, damit sie wieder Menschen oder was auch immer werden. Also wäre Vinculum abzugeben schlecht. Zerstören wäre auch schlecht. Also müssen wir es behalten, um es zu verwenden. Let's go. Entscheidung hat Konsequenzen. Nein, wir werden das Vinculum behalten. Ihr Lebenswerk, Mr. Wendt, ist in unseren Händen sicherer als in Ihren.
Nein, dafür haben meine Leute ihr Leben gegeben. Es steht ihnen nicht zu, die Kontrolle zu übernehmen. Ich werde es mir zurückholen. Wenn's Schiff... 78, ja gut. Kess, Tuvok. Verstand des Feindes, dieser wird dadurch gezwungen, sein Ziel kurzzeitig zu wechseln. Ja, ich habe ja kein weiteres Ziel. Zu wechseln bringt ja nichts. Was haben wir denn noch hier? Vidianische Schildverbesserung. Schildhacking. Marquis-Manöver, mitreißende Rede. Was haben wir denn noch? Zeug. Warp können überladen. Telepathischer Angriff. Schildausweichmanöver. Boah, dann lassen wir mal einen Tom Paris mal ein Ausweichmanöver wieder fliegen. Holographische Ablenkung. Der Doktor. Schildhacking. Dann starten wir mal einen Kampf. Ihre Befehle, Captain? So, was steht da? Besiege den Feind. Okay. Dann besiegen wir den Feind. Wow, der hat aber Power. Und hat Waffen gleich 2 an der Zahl. Schildhacking. Antrieb. Waffen. Angriffsvektor Steuerbord Waffe bestätigt, 1. Captain. Der Harry macht das Schildhacking. Fähigkeit bereit, Captain. Fähigkeit bereit, Captain. Oh, die halten was aus. Daneben geschossen. Feindfähigkeit bereit, Captain. Sieg. Zusammengeschossen. Hüllenstatus 96%, schaut doch gut an. Wenn, das ist Wahnsinn, die Borg verdienen nichts außer vernichten, keine Individualität. Sie haben das nur getan, um ihre zahme Drohne zu retten. Sie werden bereuen, mir mein Virus genommen zu haben. Die Individualität ist jedes Opfer wert, wenn. Vielleicht werden Sie das eines Tages verstehen. Leben Sie wohl. Captain, ich möchte meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Sie haben nicht aufgegeben. Sie haben für mein Wohlergehen alles riskiert. Seven, Sie sind ein Teil der Voyager. Sie gehören zur Familie. Wir werden Sie niemals im Stich lassen. Seven of Nine. Oh. Das Konzept von Familie, ich glaube, ich beginne seine Parameter zu erfassen. Vielen Dank, Captain. Jawohl, Seven. Lieutenant Blani. So, wenn es euch gefällt, Abo und Like wäre nice. Genau, Dankeschön. Und weiter geht's. Maschinenraum an Brücke. Ich habe mir die Daten des Vinculums noch einmal angesehen. Ich kann es modifizieren. Anstatt den Erreger zu verbreiten, könnte es die Verteilung von Impfstoffen beschleunigen und so die Regenerationsrate unserer Crew erhöhen. Ja, genau. Wunderbare Neuigkeiten, Lieutenant. Es wird uns zweifellos von Nutzen sein. Machen Sie sich ans Werk. Moral 400. Das Vinculum. Machen wir gleich Screenshot. Jawohl. XP 250 bei der Janeway und 5 nochmal Dilithium. Und automatisches Speichern, jupp. Dann haben wir jetzt hier die zweite Nebenquest, die es hier in dem Sektor gegeben hat, abgeschlossen. Das ist ja mal supidupi. Supidupi Overkill. Jo. Essen haben wir genug. Irgendwie braucht man kein Essen. Gibt es hier noch was anderes außer Essen? Keine Wahrscheinlichkeit für den Hinterhalt. Hier gibt es Duranium, sind wir ja voll. Hier gibt es Treibstoff, sind wir auch so gut wie voll. Nochmal Duranium. Ach, die Steine haben wir nicht abgegrast. Okay, dann grasen wir mal die Steine ab. Überreste recyceln. Ah ja, okay. Großer oranger Balken. Na, dafür viel Grün. Schauen wir mal, ob es erfolgreich wird. Ja, 110. Super. Wunderbar. Wunderbar. Was haben wir denn da? Wahrscheinlichkeit für Hinterhalten. Ja, komm. Gibt es einen kleinen Fight? Was haben wir denn hier? 63. Max. Orange groß. Für Ausland der Voyager Ressourcen
abzubauen. Jo. Torpedoabschussrampe Level 1. Ja, komm, machen wir das hier. Na, schlecht. Wieder 3 Verletzte. 3 Verletzte müssen in der Krankenstation rumhängen. Ja, 3 Verletzte. Okay. Zapalot, gibt es hier vielleicht schon wieder ein... Was haben wir denn? Ah, ja, Voyager. Das ist doch nice. Das machen wir doch. Handelsdauer 24. Whoopsie, so lang. Gibt 10 Dilithium. Pack mal ein. Dilithium ist selten. Wollen wir haben, brauchen wir mitnehmen. Dilithium packen wir ein, nehmen wir mit. Wollen wir haben. Wie sieht's denn aus hier? Strahlungsrecycling dauert noch 6 Runden. Okay. Dauert noch 6 Runden. Okay, jetzt haben wir hier eigentlich dann im System fertig. Aber ich würde sagen, bevor wir wohin fliegen, schnappen wir uns noch mal ein bisschen Treibstoff. Bussard-Kollektoren. Ja, komm, machen wir das mit den Bussard-Kollektoren. Wow, Max-Level Treibstoff, okay. Jo, hier gibt es ja eigentlich nichts, was wir noch brauchen könnten, also raus. Genau, was ist denn da hinten los? Da gibt's. Was gibt's denn hier? Ethereum, Nahrung. Was haben wir denn hier? Reparaturstation. Und sonst eigentlich jetzt nichts Weltbewegendes. Was ist das hier? Wir haben eine Siedlung auf einer Klasse M-Planet. Primitiv und ganz eine kleine Gruppe gestammt ist und sich ja seit Jahren. Sie haben vielleicht nützliche Informationen oder Technologien. Oh. Oder Technologien. Ich würde sagen, da fahren wir doch mal hin. Und schauen uns das mal an. Falls sie Technologien haben. Strahlungsrecycling is ready. Yes. So, dann haben wir gesagt. Erhöhte Reparaturrate des Warp-Kerns. Jo, das könnte interessant sein. Mentale Rotationsgeschwindigkeit im Kampf. Shuttle-Baukosten. Shuttle-Bauzeit. Was haben wir denn da bei der Crew? Holodeck brauche ich nicht. Aussichtslaunch 2, jo, das kann man machen. Replikatoren, Moralbonus, jo. Starker Verbündeter Talaxianer. Hydroponischer Garten Level 3. Energiedissipator. Metaphasen-Schildraum. Tarnvorrichtung. Schaltet neue Kampffähigkeit frei. Stand kann leicht aus dem Kampf fliehen. Okay, bevor es komplett beschissen wird, checken wir doch mal die Tarnvorrichtung. Können wir nämlich vielleicht abhauen, falls mal wirklich was ganz Schlimmes ist. Genau. Also weiter geht's. So, wir sind in der vergessenen Kolonie. Wir haben eine Siedlung auf dem Klasse M-Planeten entdeckt. Die Bevölkerung scheint Borg zu sein, aber ihre Technologie ist primitiv und sie haben keine Verbindung zum Kollektiv. Es scheint, dass sie eine kleine Gruppe gestrandet ist und sich seit Jahren anpasst. Sie haben vielleicht nützliche Informationen oder Technologien. Ja, genau. Schicke ein Außenteam. Aha. Halte einen Sicherheitsabstand ein, um ihre einzigartige Gesellschaft und Anpassung zu erforschen. Kein direkter Kontakt. Wissenschaftslabor Level 2. Schicke einen Außenteam zu den Ex-Borg, biete ihnen Vorräte an und lade sie ein, sich der Crew der Voyager anzuschließen. Ein paar Borg hier für irgendwelche Sachen? Ja, warum nicht? Super, schlecht. Schlecht heißt gar nichts. Komplett ging komplett in die Hose. Aber komplett. Ah, Mann, ey. Rot ist doch scheiße und Orange ist auch 0. Ist doch scheiße, dass es alles immer 0 ist. Ist doch scheiße. Hatte ich nicht gespeichert. Vorhin. Klar. Hauptmenü. Spiel fortsetzen. Schauen wir doch mal. Hat doch vorhin automatisch gespeichert nach dem Vinculum, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ja. Hatte doch automatisch nach dem Vinculum gespeichert. Genau. Und jetzt sind hier die 2 Felsen noch da, wo wir vorhin waren.
Genau. Dann machen wir die 2 Felsen mal. Einmal. Und noch einmal. Okay. Sind wir hier durch, hätte ich gesagt. Genau, die Strahlungsrecycling ist noch nicht fertig, noch 6 Runden. Wie sieht es hier aus? Sektor, jo, sieht gut aus. Da haben wir gesagt, okay, das ist alles voll, voll, voll. Das ist doch nett, wir haben 80 Treibstoff. Passt auch, also fliegen wir von Sektor A zu Sektor B und wollen uns mal was holen. Hier ist Personal. Das wollten wir. Wir fliegen zum Personal. Vielleicht klappt es ja diesmal. Da schicken wir jetzt kein Außenteam, sondern wir kein direkter Kontakt. Meint es klappt nochmal? Wir probieren es nochmal. Es klappt schon wieder nicht. Da Letsch mit das Sapalot, das gibt's doch nicht. Spiel fortsetzen. Jedes Mal orange, das ist doch ein Beschiss. War ich schon, okay. So, dann fliegen wir wieder dahin, wo wir gesagt haben. Das läuft noch eine Runde. Und wir wollen hier hin. Strahlungsrecycling ist ready, genau. Und dann haben wir gesagt, als nächstes haben wir gesagt, die Tarnvorrichtung. Ja, die Tarnvorrichtung, 14 Runden. Und ja, genau. Wir können eigentlich ein Wissenschaftslabor einsparen. Vielleicht auch 5. Das reicht auch 5 Steine. Das kostet ein bisschen. Genau, oh, das macht richtig viel Strom. Wissenschaftslabor. So, also gut, weiter geht's. Neue Handelsangebote erhalten. Wo ist es denn? Handelsangebot. Da schauen wir doch mal rein. Was haben wir denn? Für 8. 100 Punkte für 8. Ja, das kann man doch machen. Haben wir doch ohne Ende Punkte. Das heißt, wir können auch wieder einschalten. Dann machen wir ein paar Punkte mehr. Jo. Beziehungsweise, nee, wir haben mehr als genügend 1300. Also einen Überfluss haben wir das. So, aber jetzt hier. Meinst du, wir versuchen den dritten oder wir machen den Scan? Wir machen den Scan. Diesmal. 50 Wissenschaftspunkte. Ja, das war ja auch für den Arsch, oder? Also, du Hauptmenü, neuer Versuch. Spiel fortsetzen. Spiel fortsetzen. Da sind wir schon. Müssen wir eigentlich nur noch snacken. Einmal Snack. Und das zweite Mal holen. Jawohl. Und dann fliegen wir in diesen Nachbarsektor. Und zwar direkt gleich dahin. So, also wir probieren es nochmal mit der Crew. Ja, jetzt hat es geklappt. 10 Export haben sich der Voyager angeschlossen. Ho, 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 ho. 10 neue Crewmembers. Sapalotti. Okay.
Was ist da hinten? Gibt's hier was? Wie sieht's denn hier aus? Schauen wir uns doch mal das System hier an. Deuterium, Tritanium, Deuterium, Hinterhalt, Uranium, Uranium. Da kommen wir gleich dazu. Na was? Das Borg-Sonde diesen Trümmerfleck und scannt zeigt, dass die Borg an Bord befindet und scheinbar sie vom Kollektiv getrennt, da sie verwirrt und aggressiv. Ah, hier gibt es schon mal Dingsbums, okay, Dilithium. Was ist denn das hier? Handelsstation. Ah, für einen Warenwert. Schön, schön, schön. Oh ja, ist ja nett. Aber, jetzt sagen wir fliegen dorthin. Warum? Weil wir da einfach mal, ja, was machen wollen. So, wir verbrauchen gerade aktuell. Ja, wo fliegen wir denn hin? Wir fliegen mal dorthin. 15 Zyklen, oh ja, ganz schön weit. Strahlungsrecycling ist fertig. Komisch, war nicht hier jetzt da hinten irgendwie die Tarnvorrichtung unterwegs? Kampf. Nee, die kommt jetzt. Jetzt kommt die Tarnvorrichtung. Genau, okay. Dann fliegen wir weiter. Kontaminiert. Oh, was ist los? Zu viel Zeit im Sektor. Geht das schon wieder los? Tarnvorrichtung ist fertig. Ernsthaft. Wow, das waren jetzt 14 Runden. Respekt. Die benötigt Zeit zum Aufladen. Okay. Energiedissipator. Kampf. Wir gucken mal ganz nach vorne. Also, Ingenieur, was haben wir noch? Shuttle-Bauzeit. Geht schnell. Okay, wenn es kaputt ist. Rotations im Kampf. Okay, Rotation im Kampf. Und Reparaturrate. Okay. Da will ich als Reparaturrate bevorzugen. Holodeck, Holodeck, Holodeck. Aussichtslounge. Ja. Dann machen wir die Aussichtslounge. Nilix Landurlaub. Ja komm, kann man mal machen. Weil wir haben 50 Leute übrig. Da kann man gerne 30 Mal wegschicken. Plus 12 Moral für 30 Zyklen. Na klar, komm, 30 Leute in Urlaub schicken, gar kein Problem. Das heißt, wenn wir die Moral uns anschauen, haben wir plus 32. Absolut gar kein Problem. Ein Borg-Alkov gibt minus 1, haben wir auch kein Problem. Aber wie sieht es mit der Crew aus? 8 Ex-Borg haben wir. Ja, passt. Weil ein Alkov für 10 Leute ist, oder? Genau, kann man den aufmotzen? Ja, den kann man verbessern. Von 10 auf 20. Ja, dann, wenn das so ist, dann gucken wir uns doch mal an, wenn wir den aufmotzen wollen würden. Wo ist denn der Borg-Alkoven? Hier ist er. Der wäre hier auf Level 2. Ach, Borg-Alkoven Level 2. Von 10 auf 15. Aha. Schildmatrix. Borg-Rüstungsmodul. Und was haben wir hier? Schneidstrahl. Schneidstrahl, Schneidstrahl. Feuerrate Schneidstrahl. Einrichtung für automatische Regeneration-Einheit. Repariert passiv die Hüllenintegrität um plus 5 Hülle pro Zyklus von ganz alleine. Wow. Alle Systeme um plus 1% während des Kampfes. Auch nicht schlecht. Aber die Moral geht runter, ja. Das ist natürlich so eine Sache, ne? Das können wir vielleicht später schon brauchen, die Borg-Technik. Reifungskammer. Was will ich mit Borg? Alle 17 Zyklen ein Ex-Borg. Kriege ich dann immer los, oder was? Verkürzt die Behandlungszeit vom Patienten um minus 15. Das ist einmal. Das Vinculum Antivirus. Oh ja, das wäre doch mal nicht schlecht. Oh ja, das müssen wir uns holen. Da haben wir es freigeschalten und das machen wir doch. Also, wir brauchen Borg-Alkoven und Vinculum. Das heißt, wir brauchen Stufe 3 demnächst. 25 Steine, 100 dies. Ach, das haben wir alles da. Gar kein Problem.
Was ist am Laufen gerade? Das hier. 14 Runden verbleibend. Wir sind hier. Essen ist kein Problem. Ja, dann fahren wir doch mal ganz weit weg hier. Nach dort. Und fahren mal weit weg und holen uns mal 14 Runden ein bisschen Treibstoffli. Rot, rot, rot. Hier ist ein kleines Rot. Jawohl, passt. Dann fahren wir von dort nach da. Das sind 8 Zyklen. Ah, beschädigter Malon-Frachter. Malon-Frachter. Harry Kim, Schildhacking, Tuvok-Angriff. Was haben wir denn? Kontaminierungstorpedo, okay. Was macht denn der? Feuert einen kontaminierten Torpedo ab, der Schaden über Zeit an Schilden und Hülle verursacht. Okay, auch ganz nett. Ausweichmanöver. Ja, Ihre so. Befehle, Captain? So, ein beschädigter Malon-Frachter. Ja, dann beschädigen wir den noch mehr. Ohne ihre Schilde werden die Malon kapitulieren. Ohne ihre Schilde. Okay. Dann machen wir doch mal die Schilde. Wo sind sie denn? Die Schilde. Bug wird erfasst, Captain. Dann schauen wir mal auf die Schilde hier. Fähigkeit bereit, Captain. Fähigkeit bereit, Captain. Das ging aber flott. Britannien, Deuterium, Moral, plus 200, okay. So, Aussichtslaunch Level 2, perfekt. Die ist ready, können wir gleich bauen. Vorher haben wir gesagt, wir wollen bei den Borg Stufe 3 haben. Jupp, dann entwickeln wir das mal. Dann wollen wir im Schiff Aussichtslaunch Stufe verbessern. Genau, Moral pro Zyklus und so weiter. Von 6 auf 10. Wenn es aktiv ist, wohlgemerkt. Wenn es im Stromsparmodus ist, bringt es ja nichts, ne? Dann bringt es ja nichts. Krankstation. Benjamin Walker ist krank, okay. Tja, wenn der Walker krank ist, dann ist er halt krank, ne? Wie sieht's denn hier aus? Aha. Zurückweisen. Ja, zurückweisen. Dann Crew Landurlaub, fliege dahin. Neues Handelsangebot, okay. Lebenserhaltung aktiv. Oh ja, Moral der Crew nimmt ab. Zu viel Zeit im Sektor, ja, ja, ja. So, das ist fertig. 10 vorne. Hier ist ein Aquarium da hinten, sehr schön. Wunderbar, wie sieht's denn hier aus? Jo, 10 pro Zyklus. Können wir aber abschalten, weil kostet Strom. Brauchen wir aktuell nicht. Ja, das ist am entwickeln. Dauert 7 Runden. 7 Runden, okidoki. Das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Kann man irgendwas... Aha, das ist Level 3. Das ist Level 3. Schild ist auch alles Level 3. Die Abfall dürfte auch auf Max sein. Der Frachtraum sowieso auf Max. Borg-Alkoven kann ich noch nicht maxen. Das ist okay. Wie sieht's denn mit dem Biolabor aus? Das produziert wie ein Weltmeister. Jawohl. 9 Runden. Wie sieht's denn hier aus?
beim Kollegen. Okay, weiterfliegen. Wo sind wir? Ach, wir sind hier gelandet. Okay, 400. Könnten wir mal ein bisschen was... Was haben wir denn da? Notsignal. Notsignal vom kleinen Schiff halten. Die Lebenszeit fällt aus und wird nicht mehr lange halten. Direkt an Bord. Ne, da haben wir noch mehr Leute. Technische Anweisung. Zieh sie mit dem Traktor schnell eine weitere Shuttle-Rampe. Ja, wir probieren das mal. Jo. Haben wir sehr reingezogen. Uah. So, warte bis die Crew ready ist. Die Borgheinis, wie lange dauern die noch? Die dauern noch 7 Runden, okay. Egal, wir gehen jetzt mal hier zum Main Quest. Müssen wir weitermachen, ne? 4 Runden. Captain, wir haben unser Ziel erreicht. Befehle? Wir schauen erst mal, was haben wir denn? 5000 Essen, 5000 Treibstoff. Ah, Akkus sind voll. Schiff, können wir mal wieder auf Akkubetrieb gehen. Ein Stock tiefer. Wir gucken mal zur Sicherheit. Quartierlos haben wir keine. Alles schön, alles gut, alles Paletti. Die Leute sind alle da. Wir haben Kampfkraft 249, ist auch super ausreichend. Mehr als nötig. Ja, dann tun wir mal doch reinschauen hier. Oh boy, oh boy. Ah, das war die USS Dauntless. Interessant. Captain, wir haben unser Ziel erreicht. Befehle fortsetzen, selbstverständlich. Wir erinnern uns den Koordinaten, Captain. Irgendwas auf den Scans. Ich erfasse ein Raumschiff, Captain. Die Signatur gehört zur Sternenflotte. Die USS Dauntless. Auf dem Schirm flickert ein unvorstellbarer Anblick. Das Schiff der Sternenflotte. Während das Bild klarer wird, lassen sich die Lettern auf der Hülle entziffern. USS Dauntless. Dauntless. Ich fasse es nicht. Sie haben es tatsächlich geschafft. Das Schiff rufen. Das Schiff nach Lebenszeichen scannen. Sensoren verlangt. Chance 100%. Gelber Alarm. Scannen Sie sie. Kein Lebenszeichen. Die Außenhülle ist intakt. Das primäre System ist online. Einschließlich der Lebenshaltung. Wo ist die Crew? Die Lösung dieses Rätsels muss sich in der Transmission der Sternenflotte befinden. Bald, Captain. Ich mache bedeutende Fortschritte. Arturus. Verstanden. Bis dahin senden Sie ein Außenteam. Um das Schiff zu sichern. Geben Sie mir die Bemerkung, Captain. Mich wundert Ihre Zurückhaltung angesichts dieser Entdeckung. Die Erfahrung hat mich gelehrt, den schmalen Grat der Hoffnung mit der Vorsicht zu beschreiten. Aber ich gebe zu, dieses Mal neige ich zur Hoffnung. Ein Außenteam. Boah, empfohlen, Pilot. Also, Pilot heißt, Paris muss mit. Ja, man kann zweiten Pilot. Borg, Vulkaner, Innovator, Vulkanier, Malon. Genau, also, Pilot muss schon mal mit auf jeden Fall, ist gesetzt. Dann haben wir Wissenschaft. Wissenschaft. Irgendein Low-Leveler, der mal ein bisschen levelt. Wie sieht's denn aus? Wer ist denn hier low-levelig mal unterwegs? Level 7, der Tuvok, nee. Kim ist 7. Die ist auch Level 7. Die ist Level 6. Okay, die 7 könnte mal höher kommen. Die Okampa ist Level 6. Die 7 of 9. Wow, die ist ja schon 94. Ja, lecco mio, ey. Die ist ja overkillig unterwegs hier. Ja, da könnte man eigentlich, wenn man das so anschaut, 2 schicken. Jo, da schicken wir doch mal hier, die ist Okampa, die Kess. Oder wir machen einmal A und Flasche, A und Flasche, A und Flasche. Gibt es das auch? A plus Flasche, Flaschen A. Ein Doppelmoppel. Hier ist die Flasche.
Aber kein A. Der Tuvok schon wieder hat eine Flasche und ein A. Ah, dann leveln wir den. Flasche plus A. Aber die Okampa ist so schlecht. Und der kann ja gar... Der hat ein A. Und sonst kann er nichts. Werkzeug hat er noch. Ja komm, nimm mal den mal mit. Der muss auch mal leveln, der Carry. Let's go Mission. Wir sind auf der Brücke. Das Design ist unverkennbar Sternflotte, aber anders. Keine Crew in Sicht. So. Aha, aha. Oho, oho. Pilot. Wäre hier locker flockig machbar. Paris. Hier gibt's Punkte, da gibt's dies, da gibt's das. Dann machen wir das. Übernehmen Sie, untersuchen Sie das Steuer. In der nächsten Runde wäre Flasche und Werkzeug nötig. So, was ist Tom Paris? Hat Werkzeug und Flasche. Also hätte die... Oh, nee. Und dann in der letzten Runde ist wieder Werkzeug angesagt. Nee, ist Tom Paris ready? Nee, machen wir so. Genau. Das passt. Wir machen das so. Der Pilot übernimmt das Steuer. Laut Navigation ist die USS Dauntless NX0A1. Merkwürdig ist jedoch das Startdatum. Sternzeit 51472. Sollte das in Wahrheit entsprechen, hätte das Schiff 60.000 Lichtjahre in lediglich 3 Monaten zurückgelegt. Oh. Wir sind auf dem Weg in den Maschinenraum. Was ist das für ein Antrieb? Oha. Wir registrieren massive Energiefluktuationen in der Antriebssystem. So, jetzt brauchen wir also... Was brauchen wir denn? Die wäre hier locker drüber. Belohnung. Also 7 wäre hier locker drüber. Dann in der letzten Runde brauche ich Werkzeug und A. A. Da wäre der Paris wieder ready. Könnte man... Ja, wenn wir jetzt Werkzeug sagen, also der hätte 54 plus Werkzeug 32, das wäre doppelt gemoppelt, da wären wir locker drüber. Ja, ich würde sagen, die 7 macht hier die Geschichte fertig. Ja, ganz knapp. Die Bezeichnung auf einer Konsole lautet Quanten-Slipstream-Antrieb. Oh, das klingt aber gut. Plötzlich fährt das Triebwerk hoch und die Autonavigation schaltet sich ein. Eieiei, was ist denn jetzt los? Captain, der Antrieb, wir setzen uns in Bewegung. Wir müssen das System sofort deaktivieren. Ja, das machen wir jetzt auch gleich. Also. Er hier und der Tom Paris. Und wenn ich die mitnehme, dann sind wir vollkommen overpowered. Und das machen wir auch alle 3 zusammen. Jawohl. Kritischer Erfolg. Ort 2 nicht verfügbar. Wieso? Ungeachtet des fremdartigen Antriebs schafft das Team die Zufuhr zu sperren, woraufhin das Schiff abrupt stoppt. Nachdem sie sich wieder gesammelt haben, bemerken sie, dass sie, wie weit sie in so kurzer Zeit geflogen sind, 15 Lichtjahre, informieren sie sofort die Voyager. What? 15 Lichtjahre. Die 7 ist weg und der Carry ist weg, oder wie habe ich das verstanden gerade? Schön gelevelt ein bisschen, okay. Kritischer Erfolg 1, Polis für Unversehrtheit. Sektor 8, Transportraum-Bonus, okay, Mission erfüllt. Das ist gar nicht gut. Was ist denn jetzt passiert hier? Muss mal kurz gucken. Wo ist die Crew? Hier, Scheibenkleister. Carry ist weg und 7 of 9 ist weg. Ich hoffe nicht für immer weg, das wäre eine Katastrophe hier. 15 Lichtjahre. Mann, das ist ja wohl ein Witz. Folge der USS Dauntless. Okay. Okay, dann folgen wir mal der USS Dauntless. Was gibt's denn hier? Jetzt sind wir alles voll. Hier braucht man nichts. Also ist irgendwie... Jo, gibt es ein Handelsangebot, das irgendwie sinnvoll ist. Ja. Dilithium. Machen wir doch. Immer her mit dem Dilithium. System. Was gibt's hier? Gibt's hier Dilithium irgendwo? Nein, nein. 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 Kein Doppelmoppel, also sozusagen doppelte
Ressourcen gibt es hier nicht bis jetzt. Immer nur einzelne Ressourcen. Keine Raumstation. Was ist denn das? Nachtwesenschiff. Ach, da waren wir schon. Deuterium und das da. Okay, dann dürfen wir eigentlich alles durchhaben. Dann schauen wir mal nach außen. Wo ist das Schiff hingeflogen? Nach dort. Nach dort. Also hierhin. 4 Zyklen entfernt. Dann fliegen wir doch mal dahin, ne? 4 Zyklen entfernt. Borg Stufe 3 ist fertig. Sehr gut. Warnung, Eintritt Kontaminierungswagen, Betrieb über Notstrom. So, Biodämpfer. Nee. Volksschaden erhöht die Volk bei interessanten Orten der Borg-Kategorie. Ah, erhöht die Erfolgschancen. Ist auch nicht schlecht. Schildmatrix. Die Reifungskammern. Nein, die war es auch nicht. Automatische Regenerationseinheit. Okay, das war auch nicht schlecht. Aber das war nicht das, was ich suchte. Vinculum Antivirus, das war's. Verkürzt die Behandlungszeit. Erhöht die Borgkapazität von 10 auf 15. Ja. Ich würde sagen, das könnte es ja sein. Ne? Schildmatrix. Das war eigentlich hier eins. Genau, das Vinculum ist hier sekundär. Behandlungszeit von Patienten. Das ist noch gesperrt. Ja, Scheiße, das ist ja gesperrt. Willst du mich verarschen? Ich hab's doch. Wieso kann ich das nicht nutzen? Weil ich das nicht habe, oder wie? Das ist ja doof. Biodämpfer. Ja dann. Machen wir erstmal einen Biodämpfer. Okay. Wir fliegen weiter. Wir haben unser Ziel erreicht. Befehle, Captain. Fortsetzen. USS Dauntless. Captain, das Außenleben ist zurückgekehrt. Sie befinden sich zur Untersuchung auf der Krankenstation. Ich erwarte Ihren Bericht so schnell wie möglich. Captain, gestatten Sie. Arturis. Es ist mir gelungen, den wichtigsten Teil der Nachricht zu rekonstruieren. Eine Videoübertragung von Ihren Vorgesetzten. Leider sind einige Teile davon irreparabel beschädigt. Oh, Admiral. Ein vertrautes Gesicht. Das Gesicht eines Mannes erscheint auf dem Bildschirm. Die vertrauten Pins eines Admirals der Sternenflotte schimmern an seinem Kragen. Admiral Hayes. Seine Stimme erfüllt die Brücke. Die Slipstream-Technologie ist noch experimentell und riskant. Doch im vergangenen Jahr wurden beachtliche Fortschritte erzielt. Von 47 Testflügen verlief jeder einzelne ohne Zwischenfälle. Um die Erde zu erreichen, mussten sie volle 3 Monate lang Slipstream-Geschwindigkeit beibehalten. Wow. Wir legen Ihnen diesen Versuch ans Herz. Die Dauntless verfügt über die nötige Ausrüstung. Kommen Sie gut nach Hause. Wir erwarten Sie. Ach, die haben ein leeres Schiff geschickt, dass wir es haben und nutzen können. Ah, so. Captain, das ist es. Der Sternenflottenkommando hat wirklich Wort gehalten. Vorsicht walten lassen, das wissen wir nicht. Der Optimismus können wir jetzt hier schon mal zeigen. Ein Weg nach Hause, endlich. Das wird nicht einfach werden, Captain. Ich habe mir die Primärsysteme angesehen. Steuer, Ops, Taktik. Sie entsprechen weitestgehend dem Standard der Voyager. Aber das Schiff ist sehr minimalistisch, Captain. Keine Shuttles, kein einziger Transporter, keine Holodecks oder Replikatoren. Es wird schwierig, die gesamte Crew dort hinein zu pferchen. In meiner Heimat lehrt er uns, vorübergehende Entbehrungen zu ertragen. Rechtfertigt die Aussicht auf die Rückkehr nicht jegliche Unannehmlichkeiten?
Bis ich ihm sagen, dass es ihn nichts angeht, nö. Meine Hammerlämmer sofort wieder entbehrlich zu ertragen. Lächeln, Aussicht, Rückkehrregeln, unabhängig. Neugier. Warum so engagiert? Kritisch. Ist sein Ansatz wirklich anwendbar? Warum so engagiert? Sie scheint sehr daran interessiert sein, dass wir nach Hause kommen. Arturius. Warum eigentlich? Ich verlor meine Familie und alles, was mir vertraut war. Wenn mein Beitrag dazu führt, dass Ihre Crew dieses Schicksal erspart bleibt, verzeihen Sie bitte, falls ich meine Befugnisse überschritten habe. Wenn wir auf die Dauntless umsteigen, müssen wir die Voyager aufgeben. Gibt es keine Möglichkeit, unseren eigenen Antrieb mit der Slipstream-Technologie zu modifizieren? Die Forschung und Implementierung würde eine Menge Zeit und Ressourcen verschlingen, aber ja, es wäre sicher machbar. Na dann mach! Let's go! Eine reizvolle Herausforderung. Mein Volk hat ihr Sprichwort, warum einen neuen Pfad durch die Berge schlagen, wenn ein freier Pass direkt vor dir einem liegt. Gegenfrage. Mein Volk hat ein Sprichwort, warum einen neuen Pfad durch den Berg schlagen, wenn ein freier Pass direkt vor einem liegt. Ja, das stimmt. Ist diese wirklich ratsam? Sarkastisch. Sprichwort über das Schweigen zitieren. Ist die offensichtliche Lösung immer auch die beste? Vielleicht nicht immer die beste Lösung, Captain, aber oft die sicherste. Die Sicherheit meiner Crew hat oberste Priorität, Lieutenant Lani. Nehmen Sie sich Zeit und Ressourcen, die Sie benötigen, um herauszufinden, wie wir unseren eigenen Slipstream-Antrieb bauen können. Fix und fertig. Ja, wenn man um 6 Uhr aufsteht, ne? Dann um 10 Uhr ist man alle. Tuvok, Captain, ich bitte um Erlaubnis, ein Sicherheitsbedenken zu äußern. Oh, Captain, ich habe so ein Gefühl, worauf Mr. Pessimismus hinaus will. Lassen Sie mich Ihnen versichern, ich denke, dass er völlig falsch liegt. Captain, das Zusammentreffen von Arturis spezifischen Fähigkeiten, dem geistigen Erscheinen der Dauntless und seinem Drängen auf deren Nutzen ist statistisch höchst unwahrscheinlich und bedarf einer Überprüfung. Ja, okay. Das Zusammentreffen von Arturis spezifischen Fähigkeiten, dem günstigen Erscheinen der Dauntless und seinem Drängen auf deren Nutzung, dass wir schnell abhauen, ist statistisch höchst unwahrscheinlich und bedarf einer Überprüfung. Ah, der führt was im Schilde. Ja, würde ich mal so sagen. Unsere Begegnung war purer Zufall. Er hätte all das unmöglich im Voraus planen können. Er will uns doch nur helfen. Na, da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Scheinbare Zufälligkeit schließt eine potenzielle Absicht nicht aus. Genau. Sehe ich genauso, Tuvok. Nilix. Aber er versteht, was Verlust bedeutet. Er sprach davon, seine eigene Familie verloren zu haben. Jemand, der solch ein Leid erfahren hat, würde niemals Leute hintergehen, die nur heim zu ihren Liebsten wollen. Seine Intentionen sind bisher nicht verifiziert, Captain. Ich rate zu einer verdeckten Überwachung von Arturis. Ich werde jedoch meine volle Aufmerksamkeit erfordern und andere Sicherheitsoperationen beeinträchtigen. Arturis muss nicht überwacht werden. Doch, doch. Tuvok Arturis überwachen lassen. Do it. Diese Entscheidung hat auch Konsequenzen. Haha, hat hier alles Konsequenzen. Beginnen Sie mit einer unauffälligen Überwachung. Genau. Vielleicht mache ich mir ein Cappuccino um 10 Uhr nachts. Mit einer unauffälligen Überwachung. Ja, machen wir Überwachung. Ich glaube, ich mache mal schnell einen kleinen Cappuccino. Moment. Bin gleich wieder da. Be right back. Uno momento.
So, be right back. I'm back again. So, Cappuccino, erstmal kurz den Schaum weglöffeln hier. So, da. Ist heiß. Ja, Schaumlöffler nennt man sowas, ne? So, Dalla, also, wie sieht es jetzt hier aus? Einverstanden. Beginnen Sie mit einer unauffälligen Überwachung. Tuvok, überwachen. Oh, um Himmels Willen! Es fühlt sich schrecklich undankbar an, Arturis. Selbstlosigkeit mit Misstrauen zu vergelten. Captain, ich habe die vorläufige Analyse für den Bau unserer eigenen Slipstream-Antriebes abgeschlossen. Gelinde gesagt, wir haben es hier mit einem Mammutprojekt zu tun. Wenn es eines gibt, wovon wir hier draußen im Delta-Quadranten reichlich haben, dann ist es Zeit. Also gut, Schritt 1 ist zweigeteilt. Zuerst konstruieren wir das Gehäuse des Antriebs, die Kernbaugruppe. Danach modifizieren wir den Deflektor, damit er als Scheinwerfer für den Slipstream fungieren kann. Eine Blaupause für Kernbaugruppe. Ja, eine Blaupause. Dann bauen wir die Blaupause logischerweise in die Werkstatt. Wo ist die Werkstatt? Da ist die Werkstatt. Da ist einer drin, der bringt uns schon mal schöne Zeitvorteile. Blaupause für Kernbaugruppe. Dann machen wir das mal. Dauert ein paar Ründchen, ne? Jo, ist doch in Ordnung. Gibt es hier Kranke? Nein. Habe ich auch nichts gehört. Tuvok ist unterwegs. So, wir haben hier 17 Runden. Jawohl. So, was können wir denn tun? Ja, wenig hier. Wir können dagegen gondeln. Wenn wir schon rumgondeln, dann könnten wir doch mal schauen, wo wir noch nicht waren. Was ist denn hier los? Da gibt es Menschen. Gibt es eine Handelsstation? Handelsstation. Komm, wir fliegen doch mal zur Handelsstation. Das ist doch mal eine Idee. Crews sind zurückgekehrt, okay. Handelsstation. Zoomen wir doch mal rein da in die Handelsstation. Da ist sie doch. Handelsstation. So, was ist jetzt passiert, crewtechnisch? Noch nichts. Die Werkstatt baut noch. Ach, da sieht man, laufende Herstellung ist bei der Hälfte. Bedeutet, dauert noch 6 Runden. Ja. Ah, sehr schön, da kann man das erkennen, wie weit es ist. Sieht man das auch hier beim Herstellen? Ne, beim Biolabor sieht man da nichts. Die stellen zwar her wie die Weltmeister, jawohl, verstehe ich, sehe ich auch. Aber das war's dann auch schon. Wie viel können wir denn von dem Zeug hier lagern? 40? Hier auch 40. Plus 9 machen wir pro Runde. Mann, Mann, Mann. Könnte man mal ein bisschen Strom sparen. Machen wir das zweite Wissenschaftslabor mal aus hier. Dann hält es länger. Genau 13 Runden. So, jetzt sind wir zur Handelsstation geflogen. Um was zu tun? Hä? Warum passiert da nichts? War ich da wohl schon? Anscheinend war ich da schon. Was sagt die Aero-Shuttle? Dilithium, 9 verbleibend. Läuft ab in 16 Runden. Ah, das passt doch. 120 Steine. Tritanium, 120 macht von 64, ja okay. Müssen wir erst ein bisschen verbrauchen. Aber das Essen wird irgendwie nicht weniger, ne? Ist doch echt super am Laufen da oben. Das ist echt spitzenmäßig. Da haben wir überhaupt kein Problem mehr mit dem Essen. Und dieser große hydroponische Garten ist echt mega, ey. Der versorgt die ganze Crew. Absolut, absolut super.
So, also gut. Dann geht's weiter hier. Was haben wir denn da? Raumstation. Was macht die Raumstation? Captain, sie beherbergt eine Vielzahl von Wissenschaften nach Forschung. Hat ihr Interesse am Alpha-Quadranten bekundet. Mit dieser richtigen Anreizen lässt sich vielleicht überreden, auf unserer Reise zu begleiten. Puh, ja, das sind aber alles normale Leute, ne? Was will ich damit? Ich habe schon 190 Crew. Crew, das ist mehr als genügend Crew hier. Hallo? Baue Campbaugruppe in der Werkstatt. Ja, ist am Laufen, ich weiß. Ja, wir gondeln mal von links nach rechts, hätte ich gesagt. Das dauert noch, was haben wir gesagt? Noch 6 Runden. 6 Runden, dann fahren wir mal darüber. 4 Runden. Biodämpfer sind schon mal fertig. Okay, das war jetzt hier sekundär, ne? Interessanten Borg-Kategorien. Borg-Alkoven Level 2. Den könnte man dann bauen. So rum. Steht aber nichts von, genau. Der hat ja generell, senkt die Moral um -1. Hier steht nichts von Moral. Wir gucken mal. Warpfelddiagnostik, Reparaturrate, mentale Rotationsgeschwindigkeit im Kampf, ja schön. Shuttle-Bauzeit. Effizientes Design. Reduziert die Shuttle-Baukosten um 50%. Ach, die Kosten. Die Kosten werden reduziert. So. Komm, machen wir mal im Kampf. Dann sind wir schneller unterwegs. Kämpfen wir schneller. Nett. So, das dauert noch. Werkstatt. 3 Runden noch. 2 Runden. Gasriese, was gibt's denn da? Treibstoff, 4000 auf 5000, das wäre Verschwendung, oder? Das wäre Verschwendung, das jetzt zu verwenden. So, 4 Zyklen entfernt. Wir fliegen mal Sektor zu Sektor, mal irgendwie darüber. Fliegen mal dahin. Okay, Schritt 1 ist abgeschlossen, Captain. Für Schritt 2 müssen wir Benamid-Kristalle synthetisieren, die als Fokuselement dienen. Sobald die Kristalle stabil sind, können wir sie installieren und die Energiesysteme anschließen. Eine Blaupause für Benamid-Synthese. Hey, hallo, du sollst hier bauen und nicht durch die Gegend fliegen. Also, wo ist denn der Bauplan? Was soll denn das? Muss man den erst entwickeln oder was? Benamid-Synthese, wo haben sie denn versteckt? Benamid-Synthese. Wahrscheinlich bei Wissenschaft. Wo ist die Benamid-Synthese? Hier ist er auch nicht. Keine Benamid-Synthese. Ach so, logischerweise im Wissenschaftslabor eigentlich, oder? Hier müsste doch... Ja, hier 10 Runden. Dann machen wir das zuerst. Das ist wichtiger. Automatisches Speichern, ist ja interessant. So, was gibt's hier? Treibstoff und so weiter. Keine Wahrscheinlichkeit von Hinterhalt. Keine Wahrscheinlichkeit. Gibt's hier irgendwo mal Action? Komm, schauen wir, wo es hier Action gibt. Keine Wahrscheinlichkeit, keine Wahrscheinlichkeit. Bedrohungsstufe ist doch auf 2, keine Wahrscheinlichkeit. Ist doch schwach, wieso gibt es hier keine Action Satisfaction? Ah, hier gibt es beides. Ja, aber es wäre Verschwendung, wenn ich da jetzt das hin fliegen wollen lassen würde. Na komm, wir fliegen mal hin. Oh, ich habe nicht Obacht gegeben. Ach du Scheiße. Was haben wir denn hier angestellt? Warp. Kern ist wieder oben. Wir drehen mal auf volle Pulle. Und schalten mal wieder alles ein hier. Einschalten. Wissenschaftslabor ist offline, das ist richtig. Das ist on, das ist on, das ist on. Das ist offline. Die zweite Krankenstation ist jetzt richtig. Das hier alles on. Das ist am Laufen.
Handel abgeschlossen. Na, dann sammeln wir ein. Und das nehmen wir doch auch mal an. 120 Steine. Alles okay, alles gut. Alles fein. Wir sind auf Max. Möglich. Wollen wir aber nicht. Wir müssen erst die Batterien wieder aufladen. Ja. Batterien werden aufgeladen. Transporterraum ist auf Max. Ja. Reflektor ist auf Max. Torpedo ist auf Max. Kranken auf Max. Alles Max. Ja, ja, ja. Haben wir nicht hier die Aussichtslounge auf? Ah, die haben wir schon aufgemotzt. Okay. Wie ist mit dem Holodeck? Da haben wir nichts gemacht, wenn mich nicht recht, wenn ich mich richtiger entsinnen kann. Ja. Basic Control ist auch auf Max. Ja. Jo. Könnten hier was bauen? Können wir nicht. Können wir nicht. Dazu müssen wir mal kurz einschalten. Dann könnten wir was bauen. Können wir den bauen? Ingenieur, der Fracht, Batterie, große Batterie, brauchen wir alles nicht. Crew, Quartiere, Offizierquartiere haben wir schon. Krankenstation haben wir. Holodeck haben wir und Aussichtslounge haben wir auch gebaut. Okay. Dann haben wir Technologie. Wissenschaftslabor haben wir. Hydroponischer Garten, den kleinen haben wir nicht mehr. Wir haben jetzt den großen. Wir haben Biolabor aufgemotzt. Wir haben die Abfallaufbereitung, jawohl, auch aufgemotzt auf Max. Dann sieht es aus im Kampf. Wir haben den Phaser, wir haben Schilde. Wir haben einen Disruptor, haben wir einen, jawohl. Energiedissipator haben wir nicht. Tarnvorrichtung, ah ja, ermöglichte eine garantierte Flucht. Die müssen wir erst bauen. Die müssen wir bauen, alles klar. Okay. Für eine garantierte Flucht. Schau, die müssen wir bauen. Immer interessant. Die braucht 4. Okay, wo könnten die gebaut werden? Das ist ja schon mal interessant. Da müssen wir hier umdisponieren irgendwann. Wenn wir die bauen wollen würden, dann müssten wir hier irgendwas umdisponieren. Crewquartier nach unten verlagern und dann könnten wir hier was bauen, ja. Das wäre eine Möglichkeit. Mir ein Crewquartier, ne? Ja. Können wir hier mal einen Raum schon mal zwischenzeitlich abreißen. Hier ist natürlich die Disruptor-Phalanx. Ja. Wir könnten natürlich die Krankenstation nach unten verlagern. So wie diese hier. Ja, aber ich muss ja einschalten, wenn ich es doppelt haben will. Das ist nix, ja. Es ist nix, es bleibt da. Das ist mir hier sicherer. Ja, ja. Könnten aber mal die Krankenstation, wenn sie schon da ist, falls wir sie benötigen würden, mal verbessern. Sicher ist sicher. Können sie dann wieder abschalten. Ne, einzeln. Das ist ja kein Thema. Oh, was ist mit der Moral hier los? Moment mal. Was sehen meine entzündeten Augen hier? Die Moral geht runter auf 3,2. Hallo? Da müssen wir jetzt gerade mal gucken. Was ist denn da los? Was ist denn hier passiert? 3200, warum? Ich habe doch ein +10. Warum geht ihr auf 3200 runter? Habe ich hier Minus-Dinger gehabt? Was verstehe ich gar nicht. Das heißt, ich würde mal sagen, wir brauchen mal Moral an vollen Push. Das heißt, wir schalten auch den Maschinenraum mal wieder hoch. Und wenn wir eh schon dabei sind, dann machen wir mal die Aussichtslounge auch noch mit an. Kommt, machen wir den vollen Mega hier Aussichtslounge mit an. Dann gibt es hier den vollen Super Push. 50 plus. 50 plus, jawohl. Und reißen den Raum hier auch noch ab. Na, vielleicht für später mal aufheben. Gut, dann weiter geht's. Okay, zu viel Zeit im Sektor, schon wieder. -20, wow, pro Zyklus.
Okay, fortsetzen. Was haben wir denn hier? Okay, Steine und Antriebszeug, ja, können wir beides brauchen. Hier ist ein winziger roter, den nehmen wir. Der ist winzig, das sollte doch klappen. Yep. Wunderbar, passt. Wie sieht's denn aus? Synthetisiert Benjamin im Wissenschaftslabor. Die brauchen noch. Wo ist das Wissenschaftslabor? Das ist dann beim Schiff. Hier. Wie weit sind wir hier im Wissenschaftslabor? Das dauert noch 3 Runden. Das dauert noch 3 Runden. Okay. Dann fliegen wir mal irgendwo hin. Und was wäre sinnvoll? Irgendwelche Sachen abzugrasen. Irgendwas, was weit weg ist. Zum Beispiel das hier. 8 Zyklen, 3 Zyklen. Na, das ist nicht ganz so weit weg hier. Nur 6 Zyklen weg. Das ist fertig, der Raum. Dann geht's weiter. Dann die Lebenserhaltung von der Krankenstation ist aktiv. Wunderbar. Ich würde sagen, die motzen wir nochmal auf. Auf Stufe 3. Beim Abreißen kriegen wir ja das ganze Material zurück. Also gar kein Problem. Wir machen den zweiten Raum. Könnte man da drüben nämlich durchaus hier die Tarnvorrichtung hinbauen und abreißen und nebendran dann das Crewquartier hinpflastern. Wäre eine Möglichkeit. Einfach mal gucken. So, und weiter geht's. Was ist los? Blaupause ist ready. Belohnungssynthese Benjamin-Kristalle. So. Dann geht das hier weiter mit der mentalen Steuerung. Jetzt können wir die Kern- und Ankopplung der Energiesysteme, was? Kernintegration und Ankopplung der Energiesysteme bauen. Ja, supi, let's go, do it. 7 Runden. Genau, steht auch da. Integriere die Systeme. So, Cappuccino hat was gebracht. Sind wir nicht mehr ganz so platt. Den Kern und die Energiesysteme in der Werkstatt. Ja, genau das findet gerade statt. Da ist auch der drin mit 50% Herstellungsdauer. Der Pelk. Wunderbar. Wunderbar. Der Pelk hängt in der Werkstatt rum. Ja, wo ist er denn? Hier, bastelt schön rum. Genau. Pelk bastelt schön rum an dem Kernintegrationssystemen. Jawohl, jawohl, Pelk, immer schön bauen hier. Schön, schön, schön. Okay. Wie sieht es denn hier aus? Wir schauen das nochmal an. Der Warpkern ist auf volle Leistung. Borg Heimweh, zu viel Zeit im Sektor, macht plus 40 immer noch. Sollte klappen. Ah, Holodeck plus 30. Wenn das noch aufmotzt, dann geht es aber richtig rund. Helden. Oh, 3 sind quartierlos. Warum denn? Wo kommen denn die denn her? Eieiei. 3 Quartierlose. Hahaha. Na gut, weiterfliegen. Zerstörter Raum ist ready. Und weiter geht's. So, was haben wir? Oh, zerstörter Borg-Kubus. Scanne den Kubus. Wir haben Borg-Kubus. Weißt du, wie schwierige bionische was Teile des Schiffs noch aktiv sind? Oh. Scanne den Kubus, schicke ein Außenteam. Externe Trümmer, desintegrierte Teile zur Sicherheit, Trümmer für eine wissenschaftliche Forschung. Wir machen das hier. Sicher ist sicher. Immer schön auf Sicherheit gehen. So, gibt es hier irgendwelche Steine hier in der Gegend? Nein. Schauen wir uns die im Sektor an. Wo sind wir? Dort. Wären hier Steine in der Nähe? Hier nicht. Dann schauen wir mal weiter. 14 Zyklen ist ganz schön weit. Was ist denn das hier? Reparaturstation. Brauchen wir nicht. Hier sind auch keine Steine.
Gibt's hier Steine? Hier gibt's Steine. Dann holen wir uns doch mal die Steine hier. Legen wir mal direkt an. Ah, geschwächter Marlon-Frachter. Bild auswählen. Na, Tuvok ist nicht da. Schild verbessern. Kontaminierungstorpedo. Nanosondentorpedo. Schildüberladung. Ihre Befehle, Captain. Dann legen wir mal los. Besiege den Feind, kapituliere oder fliehe. Ja, dann machen wir da mal hier. Mach erstmal deine Waffen platt. Oder wir gehen auf deinen Heck Warpkern. wird erfasst, Captain. Schauen wir uns das mal an hier. Fähigkeit bereit, Captain. Fähigkeit bereit, Captain. Daneben. Oh, da hat gerade, wir haben ein Torpedo geschossen. Wow. Wissenschaftspunkte Deuterium, Moral plus 200. Ja. Krankenstation ist fertig. Okay. Lieutenant Lani, Schritt 2 ist erledigt, Captain. Jetzt folgt das große Finale. Die Installation der dezidierten Steuermatrix, gewissermaßen das Gehirn des gesamten Antriebes. Ja. Danach laden wir die Software zur Phasenkorrektur und führen die Endkalibrierung durch. Für die Feinde sind wir allerdings auf Borg-Nanosonden angewiesen. Ein computergeschütztes Nanitensteuerung und Kalibrierung. Haben wir doch gebaut, Nanosonden, sollte kein Problem sein. Führe die Computer-Nanitensteuerung in der Kalibrierung in der Werkstatt durch. Na, dann führen wir das mal durch. Erstmal haben wir hier Krankenstation nochmal, die dritte, die Notkrankenstation aufgebaut. Wir könnten jetzt hier unten theoretisch abschalten. Genau, machen wir auch. Schalten das Zeug hier unten ab. So, und dann können wir, würde ich sagen, ist ja bei 4000. Moment. Habe ich mich doch verguckt hier. Moral. Ist bei 4000 die Moral. So, also bedeutet Aussichtslounge aus, Holodeck aus. Und wir können wieder auf Batteriebetrieb umschalten. Sind wir immer noch voll. Immer noch, also. Genau, weil hier produzieren wir. Hier laufen wir auf Betrieb. Alles klar. 2 Level runter. So, wir müssen auf dem Schiff in der Werkstatt nämlich was bauen. Computergeschützte Nanitensteuerung und Kalibrierung. 22 davon, 2 davon, 2 davon. Haben wir alles da. Haben wir alles da. Wunderbar. Heißt, wir müssen jetzt mal, ich sehe schon wieder, wird schon wieder eng. Müssen wir das Biolabor wechseln. Ah, ist frisch gemacht. Also wir wechseln mal wieder auf hier Gelpacks. Wir wechseln auf Gelpacks. Yep, Gelpack. Gelpack-Wechsel. Was ist hier Sache? Mentale Steuerverbindung läuft noch. Okay, schön. Also, wir brauchen Steine. Da sind wir hingeflogen, da sind wir gerade. Dann schauen wir mal, was da gibt hier. Zack, ja, das ist doch am besten hier. Das ist doch am sichersten. Ah, wunderbar, perfekt. Dann, wo haben wir noch ein paar Steine? 350, da kann man doch nochmal wohl welche snacken. Hier gibt es Essen, aber Essen haben wir kein Problem. Dann snacken wir hier nochmal Steine. Mentale Steuerverbindung ist fertig. Sehr schön. Warpfelddiagnostik. Reparaturrate des Warpkerns. Jawohl, nehmen wir zur Kenntnis. Shuttle-Bauzeit brauchen wir gerade nicht. Crew, Holodeck, Moralbonus, Energiekosten des Holodecks um -4. Oh ja, das wäre doch mal nicht schlecht. Ja, wenn wir es einschalten, dass wir Strom sparen. Oh, Boni werden um weitere 30% erhöht. Oh ja. Erhöhte Moralbus für Replikator-Rationen. Oh ja, das ist ja. Oh, Boni werden erhöht. Okay, das ist doch mal cool. Also bei Crew. Starke Verbündeter, ja, sekundär. Hydropolischer Garten Level 3. Kabinett ist ganz sekundär. Energiedissipator. Kampf mit plus 80 Deflektorschilden, erhöht die Schildaufladerate im Metaphasenschildraum.
Defekt, alle feindlichen Systeme. Ja, wir bauen das mal. Was wir haben, was wir entwickelt haben, haben wir entwickelt und ob wir es dann bauen irgendwann ist so eine Sache, genau. Ah, die Belohnung vom fertigen Kampf, alles sollten wir auch noch machen. Auszeichnungszeremonie. Moralgewinn nach dem gewonnenen Kampf plus 200, ist ja noch besser. Manövriertyp, Hüllenverstärkung. Torpedoschilddurchdringung. Okay. Ja, okay. Borg, da ist jetzt nichts. Borg-Alkoven Level 2. Reifungskammer, Schildmatrix. Level 2. Aha. Reifungskammer Level 2. Okay, da ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, boah, das brauchen wir unbedingt, ne? So auf den ersten Blick sehe ich da nichts. Betrieb mit Notstrombatterien. Verborgene Bilder. Lieutenant Nunes, Captain des Sicherheitspersonals, musste soeben in der Messe wegen des Doktors intervenieren. Infolge eines kürzlichen medizinischen Notfalls scheint er sich auf die von ihm getroffenen Entscheidungen fixiert zu haben. Er steckt in einer Feedback-Schleife und evaluiert zwanghaft sein Handeln neu. Er ist aktuell nicht in der Lage, seinen Dienst zu vollrichten. Er muss das bewältigen, um zu wachsen. Wir brauchen unseren Chefarzt. Lösche die Speicherdaten, um das Problem zu verursachen. Er muss das bewältigen, um zu wachsen. Okay. Wie sieht es denn aus mit dem Doktor? Der ist nicht zur Verfügung. Ja, dann gucken wir doch mal, dass wir hier jetzt die Danara Pell, die ist in der Shuttle-Rampe. Die Käse ist im Biolabor. Okay. Doktor ist nicht zur Verfügung. Gut. Ist ja bloß einer drin. Sarah Wilson. Oder hängt er da unten rum? Nö. Hängt er da rum? Nö. Das passt schon. Dann Narapel ist in der Aero-Shuttle-Rampe. 64 Steine für 1000 Dinger zurückweisen. 4 bleibend, ja. Dann Narapel, okay. Brauchen wir nicht, ist ja okay. System, weiter geht's. Warten, bis der Doktor vollständig genesen ist. What? 27 Rounds? Sprich mit Arturius. 94, alles rot, orange. Okay. Was ist denn hier? Morgen von gestern. Captain, der Slipstream-Prototyp ist bereit für den ersten Testlauf. Die Prognosen sind vielversprechend. Captain, verzeihen Sie die Störung, ich habe keine eindeutigen Beweise für ein Fehlverhalten seines Arturius gefunden. Jedoch habe ich die Transmission der Sternflotte erneut analysiert. Es handelt sich um eine brillante Fälschung. Es ist mir jedoch gelungen, das Original in seiner unverfälschten Form wiederherzustellen. Auf den Schirm. Admiral, eine bittere Wahrheit. Admiral Hayes erscheint erneut auf dem Bildschirm, doch diesmal zeichnet ein Hauch von Bedauern sein Gesicht. Seine Stimme klingt nun deutlich. Das gesamte Kommando der Sternflotte bittet Sie um Verzeihung. Wir hatten unsere besten Leute rund um die Uhr im Einsatz, um Sie einen Weg nach Hause zu finden. Aber trotz all unserer Anstrengungen sind uns die Hände gebunden. Wir ermitteln Ihnen hiermit sämtliche Daten, die wir über den Delta-Quadranten zusammengetragen haben. Hoffentlich erweist sich etwas davon als hilfreich. Vielleicht genug, um Ihre Heimreise und einige Jahre zu verkürzen. Wir hoffen, Sie sind bald zu sehen. Moment einmal, die erzählen gar nichts von der Dauntless. Hä? Das hat Hände gebunden. Wir übermitteln hiermit sämtliche Daten, die wir über die Delta-Quadrat zusammengetragen haben. Hoffentlich erweist sich etwas davon als hilfreich. Wir erzählen keinen Ton von der Dauntless. Es gibt kein Wunderschiff. Keine Abkürzung nach Hause, aber wenn die Dauntless nicht von der Sternenflotte stammt, finden Sie Arturius, ich will ihn auf meiner Brücke sehen. Sofort doch was faul mit dem Typen. Hat doch der Tuvok recht gehabt. Zuletzt war zusammen mit meinen Ingenieuren auf der Dauntless und hat die Kontrollsysteme des Schiffes analysiert. Schicken Sie ein Außenteam und bringen Sie ihn her. Ich will von ihm die Wahrheit hören, falls das eine Sprache ist, die er beherrscht. Fliege zur USS Dauntless zurück. So, wie sieht es aus mit Treibstoff? 4700.
Ja, da könnte man mal ein bisschen Treibstoff, wenn wir schon sind, hier mit einpacken. Beziehungsweise wir gehen mal dahin. Eintritt in die Kontaminierung. Okay. Und dann packen wir mal Treibstoff ein. Doktor muss hier eh genesen, kann ein bisschen dauern. Nutzen wir die Zeit. Metaphasen-Schildraum ist ready. Yo. Der Metaphasen-Schildraum. Wie sieht's denn aus mit Kampf? Beziehungsweise Crew, war da hinten nicht noch irgendwas? Mächtiger Talaxianer. Die Kampfkraft des Verbündeten erhöht sich um 70. Moralbus für Replikatorration. Aha. Boni werden um weitere Brust 30 erhöht. Ja, das könnte es sein. Das könnte es sein, ja, ja. Das ist komische Shuttle-Käse-Sache. Apfeldiagnostik. Warpkern. Wird repariert pro Zyklus, okay. Ja, Moralbonus, ja, Moral. Ja, wir machen das. Wir machen das. Genau. Müssen wir schon wieder irgendwas bauen? Nein. Weder hier noch in der Werkstatt. Da können wir doch mal 5 Torpedos bauen, ha? Ja, bevor wir nichts bauen, bauen wir ein paar Torpedochen. Wer weiß, wann wir die brauchen, ne? Wer weiß, wann wir die brauchen, die Torpedos. Borgner 23, davon 1971, jawohl, jawohl, jawohl. Wir saugen die Batterie schon wieder leer. Zu viel Zeit im Sektor, ja, 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 ja. So, wir sind da. Was haben wir denn? Scanner die Sensor. Torpedoabschuss ran, Torpedo plus 1. Da ballert man aber Ding raus. Das brauchen wir ja gar nicht. Da reicht das Einfachste. Ja, da reicht das Einfachste. So. Wie schaut es mit der Moral aus? Oh, jetzt ist er aber auf minus 10 geballert. Zappalot. Das bedeutet, wir sollten mal hier die Aussichtsrampe einschalten. Dann sollte es auf plus minus 0 gehen. Okay, das nehme ich mal zur Kenntnis. Die Aussichtslampe ist ja schließlich Level 2. Ja. Der Doktor braucht noch 13 Runden. 13 Runden braucht er noch. Dann fliegen wir noch mal ein bisschen durch die Gegend. Wir wollen ja schließlich erst den Doktor hier abchecken, ne? Fliegen wir schön weit weg, 8 Zyklen nach da hinten. 8, 8, 16 vor und zurück, na, dann ist es richtig schön weit. Was ist denn hier schon wieder passiert? Batterie erschöpft. Mann. Hochfahren. Einschalten. Ist alles an? Jo, es ist alles an, was an sein muss. Gut. Dann kann man weiterfliegen. So. Da. Nehmen wir das da. Wir machen Sicherheit. Schöne Sicherheit. Jo. 549, das sind wir ja fast am Max, ne? Genau, 550 ist Max. Sind wir fast am Max. Wie sieht's denn aus mit Schildhülle? 579, 610 sind 30 weniger, ja. Die Moral ist plus minus 0. Ist okay. Alles klar. So, jetzt sind wir hier. Und jetzt fliegen wir wieder zurück, zum Beispiel dorthin. Die Leistungssteigerung hat sich erledigt. Okay. Jo. Warpfelddiagnostik ist zum Reparieren. Das ist der Shuttle-Käse. Shuttle-Blödsinn brauchen wir nicht. Holodeck.
Deuterium-Abfall. Ah, hochwertige Replikatoren. Abfallreduzierung. Okay. Nur wenn ich auf Replikator umstelle. Starker Talaxianer. Energiedissipatoren. Ob wir mal so einen Schildraum basteln? Hydroponischer Garten Level 3. Nach einem gewonnenen Kampf. Erhöht die Belohnungen nach einem gewonnenen Kampf. Ja, das ist doch mal auch nett. Weiter geht's. Doktor dürfte ready sein. Der Doktor ist wieder da. Sehr gut. So, was haben wir denn da? Da könnten wir ein bisschen was snacken. Plus Wissenschaftspunkte. So, jetzt ist gut. Fliege zur USS Dauntless. Dann machen wir das doch mal. Wir fliegen zu Dauntless und es gibt schon wieder Action. Ups, nein. Zurück. Ein Held brauchen wir schon. Also wir hätten hier einen Harry Kim für Schildhacking. Harry Kim Schildhacking. Nach dem Schildhacking hätten wir den Tuvok. Schild, Kontaminierungstorpedo, holographische Ablenkung. Dann Ausweichmanöver. Telepathischer Angriff. Ihre Befehle, Captain? Also, ohne ihre Schilden werden die Malon kapitulieren. Genau. Angriff, Warpkern, Antrieb. Schilde, Gut wird let's erfasst, go. Captain. Greifen wir mal die Schilde an, ne? Einmal Schildhacking. Fähigkeit bereit, Captain. Fähigkeit bereit, Captain. Und Double Shot. So schnell geht's. 70 Wissenschaft, 70 Uran von der Moral. Jo. Captain, wir haben unser Ziel erreicht. Befehle fortsetzen. So, was haben wir? Oh, 1, 2, 3, 4, 5 Missionen. Mann, oh Mann, oh Mann. Da ist ja ganz schön was los. Auf der Dauntless. So. Was haben wir denn? Wir haben A und Dings. 102 Danara. Wow, die ist ja Medizin auch dabei. Nee, aber richtig stark. Wenn wir die mitnehmen, wäre die hier immer am einem Ding richtig stark. Dann hätte man hier Waffe und Flashly. Waffe und Flashly. Flashly 60, wirklich schwach. Flashly 50, Flashly 90 wäre stark. Und Werkzeug wäre auch dabei, stark. Borg! Borg! Moment, Borg bedeutet, ich muss ja eigentlich die mitnehmen. Flashly, also den mal wieder rausnehmen. Das heißt, wir bräuchten jetzt einmal Waffe und A. Waffe und A. Das heißt, es wäre der Chakotay wäre gut. Waffe und A. Oder der Tuvok. Waffe, starke Waffe. Schwächeres A. Unten wäre A und Sternenflotte. A. Chakotay ist Level 9, Tuvok ist Level 7. Haben wir noch mal einen anderen Waffe oder A? Der Carry ist so schwach. Level 5. Der könnte auch mal hier ein bisschen leveln. Ah. Und fehlt hier beim zweiten Waffe, beim zweiten muss die Danara ran. Beim ersten kann nur der Tom Paris ran, das könnte eng werden. Aber no risk, no fun. Der Matur ist lokalisiert. Er ist auf der Brücke und spricht mit eigenen
einigen der Ingenieuren Befehle. Also, in der zweiten muss die Dings ran. Die Tanara. Ja, jetzt muss er ran. Ah, easy peasy. Befehlen Sie Arturis zu Voyager zurückzukehren. Er ist auf der Brücke und spricht mit einigen der Ingenieure. Befehle. Das Team fordert Arturis zu begleiten. Er scheint überrumpelt zu sein, stützt sich dann aber plötzlich auf die Hauptkonsole und schreit, ich komme nicht mit Ihnen, aber Sie werden mit mir kommen. Wir müssen Arturus abholten, diesen Hebel zu ziehen. So, genau, jetzt ist die Tanara als einzige hier und die kann das. Reden Sie mit der Sim aus. Komm, Erfolg. Das Team senkt seine Phaser und redet auf Arturus. Er zögert, überrascht, dann verhärtet sich seine Miene. Zu wenig, zu spät, knurrt er. Die Dauntless setzt sich in Bewegung und das Außenleben wird in die A-Restzelle gebeamt. Ja, super. Die Kraftfelder der Restzelle stören den Transporter. Wir müssen ausbrechen. Okay, dazu ist, habe ich mir schon gedacht, die Borg. Genau, das sollte klappen. Und dann haben wir wieder Werkzeug zur Verfügung. Das wäre wieder die. Das wäre nochmal die 7 of 9. Oder alternativ Flashly. Flashly wäre wieder die 7 of 9. Das ist aber scheiße. Das ist ja echt scheiße. Nutze die Modifikation, um das Kraftfeld zu durchdringen. Das schafft aber der hier auch locker. Manipulieren Sie das Kraftfeld mit Ihrem Tricorder. Achso, das ist ja trotzdem die Borg. Scheiße. Ja, das ist egal. Was ich mache, dann machen wir das hier. Kritischer Erfolg. Unterstreicht das Kraftfeld, schaltet von außen ab und befreit so das restliche Team. So, die Dauntless ist zu schnell. Bei dem Tempo wird die Voyager nicht mithalten können. Geschweige denn uns herausbeamen. Wir müssen dieses Schiff verlangsamen. So, da sind wir jetzt hier bei Flashly und am Schluss sind wir wieder bei der Tanara. Das heißt, die Tanara ist jetzt nicht dabei, aber wie sieht es nie aus? Die wird dann geschwächt. Ja. Übernehmen Sie die Navigationskontrolle. Aha. Oder wir machen das hier, das ist auch doppelt erfolgreich. Wir machen das hier. Yep. Das Team nutzt eine Konsole, um den Energieimpuls in die Steuertriebwerke zu jagen und so den Kurs zu manipulieren. Das Stück stoppt zwar nicht, verliert aber deutlich an Fahrt. Sehr schön. Wir müssen zurück zur Brücke gelangen, damit die Voyager uns erfassen kann. Aber Arturis ist noch dort. Können wir ihn noch aufhalten, bevor er seinen Plan in die Tat umsetzt? So, jetzt kommt es drauf an. Da ist wieder die dran. Gehen Sie zu Arturis zu. Es ist nicht zu spät, um das Richtige zu tun. Verstecken Sie sich auf der Brücke. Na, das ist ja wohl Blödsinn. Genau, also hier, Arturius. Das Team versucht Arturus umzuschicken. In seinen Augen flackern Anzeichen von Zögern auf, bevor er wieder erlischt. Zu spät, sagt er. Seine Stimme von Verlust gekennzeichnet. Die Borg erwarten uns bereits. Das Team sendet ein verzweifeltes Notsignal an die Voyager. Jetzt sind die drei alle weg, oder was? Mission erfüllt. So, wenigstens leveln die ein bisschen. Wow, Tanara Pelle schon 9. Und die sind beide 8. Respekt. Richtig cool. So, dummerweise sind die jetzt weg. Oh, die Dauntless. Haut ab. Müssen wir hinterher. Carol Kim, die Dauntless ist in den Slipstream eingetreten. Ich kann das Team nicht erfassen. Ja, scheiße. Die Dauntless nimmt an Fahrt auf. Wir können nicht mithalten. Es bleibt uns keine Wahl. Wir müssen unseren eigenen Slipstream-Antrieb aktivieren. Captain, der Antrieb ist völlig ungetestet. Es ist unmöglich vorherzusagen, wie lange er stabil bleibt. Und ob. Beachten Sie den Testlauf. Jetzt. Lieutenant. Auf geht's in den Slipstream. Let's go. Slipstream. Wozu haben wir ihn gebaut? Hinterher. Slipstream stabil fürs Erste. Wir holen die Dauntless ein. Rufen Sie Arturis.
Grüße, Captain. Ich sehe, Ihr improvisierter Antrieb funktioniert. Ihm nach dem Warum fragen. Die sofortige Freigabe der Crew fordern. Ihm nach dem Warum fragen. Falls wir Sie gekränkt oder verletzt haben, müssen Sie es mir sagen. Warum tun Sie das? Sie wollen verhandeln, Captain. Ihre Diplomatie hat meine Welt zerstört. Wort. Erinnern Sie sich an Ihre Allianz mit den Borg? Ihr Eingreifen gegen Spezies 8472? Sie war unsere einzige Hoffnung, Janeway. Aber Sie haben die Hoffnung zunichte gemacht, meine Welt assimiliert. Nur Wochen nach Ihrer kostbaren Allianz. Milliarden wurden verschlungen, nur damit Sie nach Hause kommen. Konnte ich doch nicht wissen. Arturis, ich hatte gehofft, Sie alle mit dem Abgrund zu reißen, aber ich begnüge mich mit dem, was ich kriegen kann. Bald wird dieses Schiff meine Heimatwelt erreichen, tief im Borgraum. Wenn das passiert, werden Sie zusammen mit ihnen assimiliert. Ich werde wieder mit meinem Volk vereint sein. Wir Außenteam und ich werden den Rest der Ewigkeit als Borg verbringen. 60 plus 40 sind 100%, yo. Mit der Dauntless mit und das Außenteam zurückbeamen. Versuchen Arturis das Ganze auszureden. 100%, do it. Ich kann mir den Verlust nicht ansatzweise vorstellen, aber ich bitte Sie, blicken Sie über den Rachedurst hinaus. Es ist noch nicht zu spät, das hier zu beenden. Rache ist alles, was mir geblieben ist. An Ehre und Gerechtigkeit appellieren, an die Sinnlosigkeit von Rache hinweisen. Rache ist Ihr Volk, wird Ihr Volk nicht zurückbringen. Sie zurückbringen? Nein, aber es beendet Ihre Reise. Das wird wohl reichen müssen. Auf eine Zukunft jenseits des Schmerzes fokussieren. Die Schuld von sich weisen, die Borg sind die Verantwortlichen. Auf eine Zukunft jenseits des Schmerzes fokussieren. Sich so auf den Weg zu versteifen, macht sie blind, Arthur. Sie blickt immer eine Zukunft, ungeachtet dessen, wie groß das Leid war. Eine Zukunft, eine Einsamkeit? Wenn mein Volk das Dasein und Kollektiv fristet, was für eine Zukunft ist das schon, Captain? Vor der Assimilation warnen, Hilfe anbieten. Erlauben Sie uns, Ihnen dabei zu helfen, das Andenken Ihres Volkes zu bewahren. Bewahren, Ihr Andenken ist nichts als ein totes Echo, in dem Ihnen in das Kollektiv zu folgen, ist das der einzige Weg. 60 plus 40 macht 100. Janeway, die ist schon richtig stark. Appell, wenden Sie das Schiff. Appell, wenden Sie das Schiff. Arturis, im Gedanken an alles, was Sie verloren haben, lassen Sie dies nicht das Ende sein. Bitte, es ist nicht zu spät, das Schiff zu wenden. Ich habe Gutes in Ihnen gesehen und in Ihren Leuten. Vielleicht haben Sie recht. Es gibt für dieses Schiff kein Zurück mehr, aber ich habe den Zugriff für Ihren Transporter freigegeben. Bringen Sie Ihre Leute heim. Meine Reise ist hier zu Ende. Er sagt die Wahrheit, Captain. Ich habe eine stabile Verbindung zu Ihnen. Außenteam und Arturis herausbeamen. Ach, das ist jetzt wieder eine tolle Frage. 60, 70, 80, 90, 95. Okay. Wow, das ist ja wieder so eine Sache hier. Das Außenteam herausbeamen, da steht nichts von der Chance. Außenteam und Arturis. Die liegt aber nicht bei 100, die kann fehlschlagen, ne? Und Arturis herausbeamen. Was passiert, wenn ich den herausbeame? Max Warp 3308 sagt, Wei hat entschieden. Aha, ja, hallihallo, Max Warp. Grüß dich. Danke fürs Reinschauen. So, er sagt die Wahrheit, ich habe eine stabile Verbindung. Außenteam und Arturis. 60, 70, 80, 90, 95%. Also eigentlich fast 100. Nehmen wir den mit, aber der wollte ja nicht mit. Aber der wird ja dann assimiliert, ist ja auch scheiße, ne? Was hat er davon? Nix hat er davon. Komm Arturis, komm bitte her hier. Entscheidung hat Konsequenzen. Wir lassen niemand zurück. Energie und Erfolg. Sehr gut. Energie. Wir müssen jetzt den Slipstream verlassen, so landen wir direkt im Vorgarten der Borg. Mit knapper Not entkommen.
Mit einer gewaltigen Erschütterung wird die Voyager aus dem Slipstream katapultiert. Das Außenteam ist wohlbehalten an Bord und wieder erwarten auch Arturis. Die Dauntless verschwindet in den Tiefen des Borgraums. Da ist die Dauntless. Die ist im Borgraum. Ach du Scheiße. 1, 2, 4 Kubusse und eine Kugel. Uiuiui. Das Außenteam und Arturis sind sicher an Bord, Captain. Wir haben den Slipstream verlassen. Ich wage zu bezweifeln, dass Arturis das hier als Rettung ansieht. Sie hätten nicht intervenieren dürfen, Captain. Mein Wunsch war es, zu meinem Volk zurückzukehren. Ich konnte nicht zulassen, dass sie ihr Leben wegwerfen, nicht nach allem, was sie verloren haben. Welches Leben? Ein Leben in Einsamkeit? 60, 70, 80%. Ihn einladen, sich der Voyager anzuschließen. 80%, komm, geh her da. Sie müssen nicht einsam sein. Dieses Schiff, diese Crew, es kann ein Zuhause werden, Arturis. Vielleicht finden wir einen gemeinsamen Weg in die Zukunft. Ein Zuhause? Nach allem, was ich getan habe, vielleicht. Ist Drache nicht der einzige Weg? Ich werde bleiben, vorerst. Schön, Sie bei uns zu haben. Aha. Arturis rekrutiert. Was stand da? Lebendiges Vermächtnis. Das ist irgendein Achievement. Okay. Maschinenraum an Brücke. Wir haben kaum Verletzte zu beklagen. Hauptsächlich Prellungen. Sorgen bereitet mir der Antrieb, Captain. Es war pures Glück, dass die Energieleitungen nicht früher den Geist aufgegeben haben. 5 Crews sind verletzt. Maschinenraum wurde beschädigt. Okay. Ich werde eine Diagnose durchführen, aber ich vermute, wir benötigen neue Benamid-Kristalle. Die Arten wurden regelrecht gegrillt. Kümmern Sie sich darum. Janeway Ende. So, synthetisiere die Benamid-Kristalle im Werkstatt. In der Werkstatt, okay. Dann schauen wir uns das mal an. A, ist irgendwas kaputt. Oder? Wo ist hier was kaputt? Nichts ist kaputt. Alles gut, alles Paletti. Das Labor ist da, Holo ist da, Krankenstation ist da. Und die zweite ist auch da. So, hat denn etwas von... Doch in Ordnung. Ist auch alles in Ordnung, da ist nichts kaputt. Wie sieht's hier aus? Das ist am Laufen. Einsammeln, ne? Dann sammeln wir mal ein. 120 Steine. Jawohl, und hier zurückweisen. Ja, das zurückweisen. Der Handel bringt wenig. So, in der Werkstatt können wir hier Benamid-Synthese machen. Dann machen wir das mal. Dann machen wir das mal. Und das dauert jetzt 5 Runden. 5 Runden. Okay, wie sieht es hier aus mit dem Wissenschaftslabor? Noch 6 Runden braucht das. So, wo sind wir denn hier? Synthetisiere, das dauert 5 Runden. Okay. Was wäre hier sinnvoll noch zu snacken? Ja, mal schauen. Ja, wir haben alles. Gibt es hier irgendwo Action? Keinen Hinterhalt. Keinen Hinterhalt. Keinen Hinterhalt. Keinen Hinterhalt. Keinen Hinterhalt. War das nicht ein Borg-Dings? Ja klar, es war, glaube ich, ein Borg-Teil. Uranium und bisschen Essen. Okay, auch keine Wahrscheinlichkeit für einen Hinterhalt. Ja, dann fahren wir mal da und snacken mal ein bisschen das Essen. Auch wenn es overpowered ist. Oh, Moral minus 50. Ich wollte mich doch schon wieder verarschen. Minus 1 haben wir jetzt. Okidoki. 3900. Jo. Dann schauen wir doch mal weiter hier. Zum Beispiel, war ich da hinten schon? Ich glaube nicht. Da war ich noch nicht. Dann fahren wir da mal hin, ne? Und zwar dort. 10 Zyklen. Wie schaut's aus? Ja. So, fortgeschrittene
Herstellungsprotokolle. Benamid-Synthese ist hergestellt. Auszeichnungszeremonie. Moralgewinn nach einem gewonnenen Kampf. Hüllenverstärkung. Ach komm, machen wir doch mal Hüllenverstärkung. Dass die mal hier aufgemotzt wird. So, dann ist hier die Benamid-Kristalle sind fertig. Dann antworten wir mal die COM-Anfrage. So, Lieutenant Lani. Captain, wir haben das Benamid für den Antrieb integriert, aber wir haben ein neues Problem. Eieiei, schon wieder. Wir haben mehrere Simulationen durchgeführt und die Resultate sind besorgniserregend. Das Benamid wird in der Quantenbelastung nicht standhalten. Nach etwa 17 Sekunden wird die Voyager eine Reihe von Phasenvarianzen durchlaufen, was für Schiff und Crew tödlich enden wird. Was? Mit ein paar Anpassungen könnten wir diese Phasenvarianzen vielleicht ganz vermeiden, aber wir müssen sie während des Fluges machen, direkt im Slipstream. Eine Simulation im Vorfeld könnte sich als nützlich erweisen. Analysiere die Phasenvarianz. Okay, fordert dies vorher nicht ein extremes Maß an präzisen Berechnungen. Wir hatten gehofft, dass unser Borg-Superhirn uns unter die Arme greifen könnte. Auch wenn ich mich nicht als Superhirn betrachte, bin ich mehr als fähig, die benötigten Berechnungen durchzuführen. Danke, Seven. Starten Sie die Simulation. Ich möchte so schnell wie möglich einen Bericht. Okay, Wissenschaftslabor. Phasenvarianzen. So, die machen ja nichts. Das ist ready. Dann können wir mal ein paar Torpedochen bauen. Bevor wir nichts machen, bauen wir aber ein paar Torpedos. Dann, die sind am Werkeln. Genau. Dann schön hier Treibstoff basteln. Der Doktor ist arbeitslos, ist nichts los. Der verteilt schön Essen. Ja. So, und hier sind wir im Wissenschaftslabor. Moment, wir sind ja gereist. Was gibt's denn hier? Gibt's was Neues? Ah. Ja, das braucht man nicht. Ich wollte ja Action haben. Also gut, hier, Wissenschaftslabor. Wie sieht's aus? Wir müssen mal auf Phasenvarianz wechseln. Jo, dann fliegen wir wieder weiter. So, nutze einen Phaserstrahl. Was ist das? Wir haben Steine. 450, 550. Schicke ein Shuttle los. Vier Crew sind verletzt. Okay. Sind schon wieder Verletzte da. Wo sind sie denn? Herr Doktor! 5 Runden brauchen sie. Okay, das ist ja zumindest schon mal richtig schnell. Mittlerweile. Wo sind wir? Hier sind wir. Was brauchen wir denn? Was wollen wir denn? Was können wir denn? Nix. Oh. Was ist denn das hier? Schiffswrack. Was haben wir hier? Handelsstation, na, da fliegen wir doch mal zur Handelsstation. Nimm die Comms-Anfrage an und führe einen Slipstream durch. Warnung, du wirst den Sektor verlassen. Okay. Das Morgen von gestern. Warnung, du wirst den Sektor verlassen. Nein, will ich noch nicht. Weil das ist ja noch nicht fertig hier. Das war die Hüllenverstärkung. Ach, sind wir wohl fertig mit dem Phasen-Dingsbums? Okay. Müssen wir irgendwas bauen? Nö. Also wir sind eigentlich ready, yo. Das ist doch schon mal nice. Haben die was? Nein. Fliegen wir erstmal, tun wir mal einen Handel treiben, dann snacken wir da drüben die Lithium. Ja, und dann zischen wir ab. So, was können wir denn uns holen? Nahrung brauchen wir nicht. Uranium brauchen wir nicht. Deuterium brauchen wir nicht. Uranium, tausche Tritium für Uranium. Sind alles Scheißhandel. Sind ja alles Scheißhandel. Boah, das ist alles Blödsinn. Dann holen wir uns erstmal noch hier die Lithium. So, 10 mit Rot. Wir machen Orange. Sieben Stück, na immerhin. Immerhin. Gibt es irgendwas Doppeltes irgendwo? Ja, ich meine mit Lithium vielleicht.
Die Lithium-Doppel. Das war ein Doppel. Bevor wir in den nächsten Reisen snacken wir hier ab. Noch. Hier ist wieder Personal, Borg-Sonde, Borg am Bord befinden sich scheinbar sind sie vom Kollektiv und daher verwirrt und aggressiv. Verwirrt und aggressiv. Wie viele Leute haben wir denn? Wir haben eine Crew von 8 Borgs. Von 8 Borgs. Das Ding hat eine Kapazität von 10 Borgs. Verbessern wir auf 20 Borgs. Braucht mehr Energie. Ja, brauche ich Borgs? Brauche ich ja nicht, ne? Kommt noch früh genug andere Borgs. Okay, dann snacken wir mal ein Doppelmoppel. Wo war denn das? War das ein Doppelter? Ne. Der da? Auch nicht. Maxwarp 3308 sagt, ich bin aktuell in Sektor 4. Ab wann trifft man auf die Borg? Wenn mir nicht alles täuscht, die Borg, wann war denn das? Das ist jetzt, warte mal, ich bin jetzt Sektor 8 in 7. Ich glaube in 6 müsste es gewesen sein. Ja. Da ist dann auch die 7 of 9, glaube ich, erschienen. In Sektor 6, wenn mir nicht alles täuscht. Guck mal schnell nach, ich glaube aber schon. Wenn ich jetzt meine eigenen, sage ich jetzt einmal, Streams zurückgucke, ganz schnell. Ich bilde mir ein, das war in Sektor 6. Gucke mal. So, wo waren wir denn? Wo sind wir denn? Mal zurück scrollen. Upsi. Was hat er gemacht? Blödsinn gemacht. So, wir klicken mal hier. Voyager Playlist. So, da sind wir hier. Start in Sektor 5. Allianzen. Ah. Nee, ich glaube, in Sektor 4 geht es schon los mit Allianzen, glaube ich. Weil Allianzen, da passiert schon irgendwas. Klein. Und dann in Sektor 5, ja. Ach, warte mal. Da war doch was. Ist weg. Naja, also in Sektor 5 triffst du schon mal. Ja, in Sektor 5 und in 4 gibt es schon mal Allianzen, da jetzt auch schon mal ein bisschen Kleinigkeit was. So, was haben wir denn? Die rufen und wenn ich rufe, geht es in den neuen Sektor. Will ich noch nicht, ich will noch schnell hier voll machen, bevor ich in den neuen Sektor fliege. Da würde ich sagen Treibstoff und Dings vielleicht, ja. Treibstoff und irgendwas mitnehmen noch. Irgendein doppeltes, gemoppeltes hier irgendwo. Irgendwas, wo es 2 Sachen. Ah, hier, das ist doch super. Dann machen wir das. Nehmen wir das hier. Da nehmen wir von beiden was mit. Genau. Wenn es nicht gerade orange wird. Ah, passt. Wunderbar. Wir haben alles. Wir sind voll bis zur Oberkante, Oberlippe. Ja, dann würde ich sagen, das schaut doch gut aus. Da gehen wir jetzt von hier. Schauen wir mal. Kann man schönes Bildchen hier basteln. Ranzoomen schön war. So. Und nehmen mal die Com-Anfrage an. Das morgen von gestern. Warnung, du wirst den Sektor verlassen. Ja, glaube ich schon. Ist in Ordnung. Dann tun wir das. Moment, wir checken mal ganz kurz ab. Helden sind alle wieder da. Genau, und Arturis ist auch wieder da. Und der Rest ist auch alles da. Wunderbar, die Crew passt. 3 sind Dings, okay. Wir haben plus minus 0. Wir haben dies, wir haben das. Wir sind auf... Wir sind... Moment, kann man den ein bisschen runterfahren am eine Stufe? Ne, das ist zu gefährlich. Wir bleiben schon mal da oben. Also gut, Com-Anfrage. System. Oh, schon wieder rausgezoomt. Mal reinzoomen hier. Umdrehen.
Schön ausschaut hier. Ist doch cool hier. Schönes Picture hier. Gut, und jetzt antworten wir mal. Warnung, du wirst den Sektor verlassen. Okay, dann tun wir das mal. Let's go. Wir sind bereit, Captain. Es gibt allerdings einen Haken. Was, schon wieder? Wir benötigen ein Shuttle als Vorhut. Wie ein Sondierungsboot in unbekannte Gewässer würde es auch durch sicheren verschiedenen Phasenvarianzen navigieren. Okay. Im Wesentlichen würde das Shuttle Telemetrie liefern, nur Sekundenbruchteile bevor Voyager auf sie trifft. Okay. Das Problem dabei ist, dass die standardmäßigen Autonavigationssuproutinen zu langsam sind, um rechtzeitig auf die Daten zu korrigieren. Also, 7 of 9 muss der Shuttle fliegen. Ich werde die eingehende Telemetrie analysieren und sie manuellen Korrektur vornehmen. Daher kann ich mich dem Shuttle-Team nicht anschließen. Doch nicht, okay. Ich fliege der Shuttle Captain Chakotay. Einverstanden, Chakotay, aber Sie brauchen jemanden, der sich ausschließlich auf die Sensordaten konzentriert. Ich mache es, Harry Kim. Ich habe die modifizierten Sensoralgorithmen zur Erfassung der Phasenvarianzen bereits fertig programmiert. Jawohl. Jo, Max Warp. Und gefällt dir auch? Bist du begeistert oder hast du die erste Runde oder schon eine zweite Runde und spielst du leicht, mittel, schwer? Wie weit bist du da? Hast du schon irgendwelche Leute verloren oder alles noch gut am Laufen? Commander Fähnrich, Kim wird Sie begleiten. Seine Erfahrung mit Sensoralgorithmen ist unverzichtbar. Bereiten Sie den Start vor und viel Glück. Jo. Fähnrich Agram, stellvertretender Einsatzoffizier. Fähnrich Kim ist derzeit nicht verfügbar, deswegen kommt jetzt Fähnrich Agram. Okay. Der Commander Chakotay ist auch nicht verfügbar. Der sieht aus wie der Meister Propper hier. Deswegen kommt der Quartiermeister McGuinness. Okay. Okay. Oh, schon wieder müde. Geht los. Das Shuttle ist in Positionen. Wir beginnen auf Ihr Zeichen, Captain. Roter Alarm, alle Stationen. Hier spricht der Captain. Begeben Sie sich auf Ihre Posten. Sichern Sie alle Systeme und machen Sie sich bereit für den Sprung in den Slipstream. Oh ja, das ist mal ein neues Picture. Das ist doch nice für den nächsten Stream als Foto. Hier mit Shuttle und Dings. Da muss ich ein bisschen was schneiden, dass ich beide drauf kriege. Telemetrieverbindung mit dem Shuttle steht. Fortsetzen. Halten Sie ruhig, 7. Max Warp 3308 sagt erster Durchgang auf mittlerer Schwierigkeit. Bislang keine Verluste. Ich schaue nebenbei die Serie und habe heute die erste Staffel abgeschlossen. Ah, cool, Serie, ja, ja. Ich habe mir auch gedacht, die erste Staffel, ich weiß nicht, waren es jetzt 16, 20, 26 Folgen? Das ist ja auch ein Wahnsinn, wie viele Folgen die da immer produziert haben, damals noch, wo es heute Staffeln gibt, wo bloß noch 10 Folgen laufen. Das gab es früher nicht. Früher waren es immer 20, 30 Folgen fast schon immer. Ja, ich habe die damals vor 25 bis 30 Jahren gesehen. Ich habe mir auch überlegt, ob ich mir die nochmal reinziehe, weil das hilft durchaus schon in dem Spiel, wenn man weiß, um was es geht. Ne? Die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber ich habe geguckt, auf Paramount kann man ja Star Trek Voyager sich anschauen. Theoretisch einmal 10 € im Monat hinlegen und dann kannst du die ganze Staffel durchwatchen. Sind aber 7 Staffeln, durchschnittlich 16 bis 26 Folgen, also sagen wir mal 20 Folgen. Es sind ja dann 7 Staffeln mal 10, also mal 20 Folgen, eine Folge dreiviertel Stunde. Jo, macht bei 10 Folgen für 450 Minuten, 850 Minuten. Wow, das ist ja schon, oder rund mal leicht auf. Das sind dann 20 Stunden für eine Staffel und das mal 740, rund mal wieder ein bisschen ab, 120 Stunden, um die ganze Voyager durchzuziehen. Da bist du beschäftigt. So, die Hilfssysteme versagen. Einschließlich der Kommunikation. Aber es ist gut, dass du keine Leute verloren hast und Mittel auch nice. Mittel ist schon anstrengender. Die Telemetrie ist auch jedoch weiterhin stabil. Was ist mit den Phasen? Oh wei. Ich bin müde. Phasenvarianz. Empfang läuft, warten Sie.
Ich erhalte soeben eine Nachricht. Ich dachte, die Kommunikation sei offline. Korrekt, das Signal wird an einen meiner kortikalen Implantate geleitet. Absurd. Der Absender behauptet, aus der Zukunft zu stammen. Er drängt uns dazu, den Slipstream zu verlassen. Ich empfange neue Daten. Es wird behauptet, dass das Beibehalten des aktuellen Kurses Selbstmord ist. Eine Alternative wird angeboten. 10 Jahre näher am Alpha-Quadranten. Jemand aus der Zukunft? Wer? Ursprung und Absicht der Botschaft sind unklar. Wir müssen die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass es sich um eine feindselige Täuschung handelt. Der Nachricht nicht vertrauen, im Slipstream bleiben. Der Nachricht vertrauen, Slipstream verlassen. Ja, komm, wir verlassen mal lieber, nicht, dass wir wirklich draufgehen. Wir können ja den Slipstream wieder anstatten, ne, würde ich sagen. Moment. Wer sitzt im Shuttle und fliegt voraus? Das ist jetzt so eine Frage. Das Shuttle hat doch keinen Antrieb für einen Slipstream. Warum sind die da auch mit drin? Wir verlassen den Slipstream, oder? Würde ich sagen. Entscheidung hat Konsequenzen. Diese Warnung ist zu spezifisch, als dass wir sie ignorieren könnten. Benutzen Sie alternative Koordinaten 7. Gebe Koordinaten ein. Die Phasenvarianzen lassen nach. Ankunft am neuen Zielort 3, 2, 1. Das Morgen von gestern. Trophäe erhalten. Schatten der Vergangenheit. Schließe die Hauptmission von Sektor 8 ab. Yes. Completed. Neuer Meilenstein, schon wieder. Bis in der Trophäenstufe. Du hast bereits 0% des nächsten Level erreicht. Achso. Completed. Du hast die Hauptmission morgen gestern abgeschlossen. Okay. Jetzt weiterlesen. Sektor 9. Jetzt geht's los. Sektor 9. Da sind wir. Sektor 9. Wir leben. Haha, und das Shuttle-Team hat es auch geschafft, Captain. Sehr gut. Bestimmte Koordinaten. Wir haben gerade 10.000 Lichtjahre zurückgelegt. Sehr gut. Es ist nicht länger die Frage, ob wir heimkehren, sondern wann. Das verdanken wir Ihnen, Arturis. In Anbetracht meiner finsteren Absichten bezweifle ich, dass mir Dank gebührt. Doch zu sehen, dass mein Wissen Hoffnung schenken und ihre Heimkehr ermöglichen kann. Vielleicht findet das Erbe meines Volkes durch diese Crew eine neue Bestimmung. Und vielleicht finde ich sie auch. Davon gehe ich aus. Stehen wir im Maschinenraum? Wie steht es um den Slipstream-Antrieb? Er ist völlig hinüber, Captain. Ich schaue, was sich ausschlachten lässt. Aber weitere Slipstream-Sprünge wird es wohl nicht mehr geben. Oh, wir gehen vorerst in kleinen Schritten vor. Scannen Sie die Umgebung. Ich möchte alles über diese Region wissen, bevor wir weiterfliegen. Persönliches Logbuch Lieutenant Tuvok. Lieutenant Tuvok. Meine Auswertung verifiziert eine signifikante Borg-Präsenz in diesem Sektor, weshalb die Voyager in dauerhaften gelben Alarm versetzt wurde. Captain Janeway hat, getrieben von ihrem charakteristischen Optimismus hinsichtlich kalkulierbarer Risiken, einen weiteren Plan zur Verkürzung unserer Reisezeit ausgearbeitet. Ein Plan, bei dem die Borg eine entscheidende Rolle spielen sollen. Das Ziel ist die Beschaffung einer Transwarp-Spule, eine hocheffiziente Antriebskomponente des Kollektivs. Meine umfassende Bewertung sämtlicher quantifizierbaren Sicherheitsrisiken wurde ignoriert. Der Captain bezeichnet dieses Vorhaben als riskantes Wagnis. Ich kategorisiere es als schwerwiegende Verletzung sämtlicher Sicherheitsprotokolle mit einer kalkulierten Wahrscheinlichkeit von 98,3% für unsere Assimilation oder Vernichtung. Meine umfassenden Notfallpläne wurden bereits eingereicht. Okay, Tuvok. Mr. Pessimismus, wie Neelix sagt. Persönliches Tom Paris. Logbuch, Lieutenant Tom Paris. Tja, das ist jetzt ein wenig unangenehm. Bei all dem Wirbel um Arturis ist mir die Nachricht von meinem alten Herrn komplett entfallen. Oder vielleicht habe ich gehofft, der Delta-Quadrant würde sie einfach verschlucken.
Pustekuchen. Sie war kurz. Er war noch nie ein Freund überflüssiger Worte, wenn er es kurz und schmerzhaft auf den Punkt bringen konnte. Außer natürlich bei seinem jährlichen Vortrag über die oberste Direktive. Da konnte er stundenlang reden. Aber ich rede um den heißen Brei herum. Er sagte, er vermisst mich und dass er stolz auf mich ist. Normalerweise hätte ich jetzt einen genialen, sarkastischen Spruch auf Lager, aber ehrlich gesagt, ich bin sprachlos. Was sagt man da überhaupt? Um auf ein erfreulicheres Thema zu kommen, morgen ist die große Premiere meines Holoromans, die Abenteuer von Captain Proton. Weltraumpilot erster Klasse, Beschützer der Erde und Schrecken des intergalaktischen Bösen im Kampf gegen Dr. Chaotica und Königin Arachnia. Das ist meine Hommage an die alten Flash-Gordon-Klassiker und die Sci-Fi B-Movies aus den 30ern. Ein echtes Stück Kulturgut. Ich werde versuchen, den Captain für einen Cameo-Auftritt breitzuschlagen. Wünscht mir Glück. Nachtrag. Anscheinend hat uns der Slipstream in einem Sektor ausgespuckt, in dem es von Borg nur so wimmelt. Aus rotem Alarm wurde grüner Alarm. Der Captain plant wieder mal ein verdammt riskantes Ding. Wir sollen eine Borg-Transwarp-Spule stehlen, eine Antriebskomponente, um riesige Distanzen zurückzulegen. Ich weiß nicht, ob ich bei der Nummer ein gutes Gefühl habe. Jo, bei der Nummer schauen wir mal. Ich weiß nicht, wie wir gegen die Borg kämpfen. Bin immer gespannt, wie stark die sind. Werden wir sehen. Okay, schließen. 7 of 9. Captain, die Borg-Sonde nähert sich. Anfang, Zeitpunkt in 5 Zyklen. Eine Transwarp-Spule auf dem Silbertablett. Okay, Max Warp 3308 sagt Captain Proton. Flash Gordon? Alles Anfänger im Vergleich zu Buck Rogers. Aha. Und dann bist du auch ein bisschen ältere Generation, wenn ich das so höre. Captain Proton, Flash Gordon, Buck Rogers. Buck Rogers kennst du auch, okay? Ja, kennt man. Aber auch nur, wenn man ein bisschen älter ist. Buck Rogers, ja. Eine Transwarp-Spule auf dem Silbertablett. Schauen wir mal. Heimweh mit dem Lichtjahr, das sie zurückgelegen, stärker, obwohl unser dem Alpha-Quadrat nähern, lastet die endlose Distanz nach vorn schwer auf dem Gemüt der Crew. Ich sehe, wie ihre Sehnsucht still, aber unerbittlich wächst. Und weiß, dass diese Belastung nicht nur unsere Moral, sondern auch unsere Entschlossenheit zum Durchhalten auf die Probe stellt. Heimweh, Moral. Minus 21 pro Zyklus, ja, das reißt langsam rein hier. So, wir schauen uns erstmal hier das System an. Rauszoomen, reinzoomen. Oh, das blendet ganz schön hier. Alles grün, Borg-System. Borg-Systeme, so. Kippen, senken, zoomen. So, wir scannen mal hier die Bude. Aha, Sklavenhändler. Aha. Bei näheren Betrachten schnappt, dass er nicht vom Wahn, sondern von Lebewesen spricht. Eine geringe, ungewöhnlich schwer bewaffnet ist. Okay. Dann haben wir hier eine Raumstation mit Doppelmoppel, also 2 Ressourcen, Tritanium und Deuterium. Okay. Mit Uranium. Haben wir schon wieder einen Wissenschaftler zum Anheuern. Okay. Dann haben wir hier Uranium. Und wir haben hier Hinterhalt. Kein Hinterhalt. Deuterium. Und das. Na, da schauen wir uns jetzt mal den Sektor an, wie denn der so aussieht hier. Wir sind da hinten. Okay. Und was gibt es denn da? Wir schauen mal in das nächste System hinein. Und, aha, und weil es so schön ist im nächsten System, scannen wir das auch gleich schon mal. Haha, das geht nämlich, weil wir das hier entwickelt haben. Können wir hier irgendwo, war denn das? Bei der Wissenschaft. Irgendwo da unten. Glaube ich. Oder war es Ingenieurwissen? Da oben, was haben wir da? Impulsantrieb. Frachtraum, Ingenieurbüro, Werkstatt, Bussard-Kollektoren,
Wo war denn der Nebelscanner? Crew. Der müsste eigentlich hier sein, der Nebelscanner, oder? Abfall. Ja, ja, hier ist es. Genau. Stellarkartografie, dann scannen. Ressourcen an einem Ort anziehen. Hier zeigt beim Scannen dann die Waschung für einen Hinterhalt. Nebelscanner. Sensorenphalanx. Level 2. Und Sensorenphalanx. Level 3. Ermöglicht Scannen von Nebel und aus Nebel hinaus. Für den Hinterhalt, wo war denn das mit dem komischen astrometrisches Labor? Ah, das ist es. Das astrometrische Labor, genau. Ermöglicht das Scannen von interessanten Orten in nahegelegenen Systemen. Zeigt, wer scannt die Ressourcentyp und die Menge in einem interessanten Ort in einem anderen System. Genau, das ist mega. Level Stufe 2, astrometrisches Labor. Das kam mit der 7 of 9. Die hat es dann eröffnet, kann man sagen. Und schon kann man im anderen System hier auch schon rumscannen, was es denn hier so Feines gibt. Dilithium brauchen wir immer. Titanium. Da ist eine Borgsonde. Planeten. Titanium. Titanium. Hier. Da ist nichts. Aha, aha. Nahrung. Haben wir jetzt kaum noch Probleme mit der Nahrung. MaxWarp 3308 sagt, wie viele Labore hast du, um in 8 Sektoren so viel Forschung abgeschlossen zu haben? Ich habe mein Fokus war recht früh, dass ich hier Wissenschaftslabore gebaut habe und ich hatte 3. Ich hatte 3 und habe ganz schnell geschaut, dass ich 3 habe, beziehungsweise das erste habe ich dann auch geschaut, dass ich es möglich schaue, dass ich es entwickeln kann, aufmotzen kann auf Stufe 2 und somit konnte ich, du siehst ja jetzt mit meinen 2, konnte ich sozusagen, also mit dem ersten gab es 1 Wissenschaftspunkt, dann durchs Aufmotzen auf Stufe 2 2 Wissenschaftspunkte, durch 2 Labore waren es dann schon 4 Wissenschaftspunkte und weil ich eben noch mehr wollte, habe ich gesagt, komm, ich pflaster mir noch ein 3. Wissenschaftslabor hin. Dann hatte ich 6 Wissenschaftspunkte und mit diesen 6 Wissenschaftspunkten pro Zyklus war ich echt gut unterwegs und konnte also aufgrund dessen, das war meine Strategie oder ist es immer noch gewesen, war meine Strategie, um möglichst viel Wissenschaftspunkte zu sammeln, um hier möglichst viel entwickeln zu können. Weil Defense wins the game, sage ich mir, wie im Football. Und also, das hier ist sozusagen elementar, alles hier aufzumotzen, so gut wie möglich. Das ganze Zeug. Und deswegen bin ich ja hier so früh schon auf voller Pulle überall. Nur durch eben 3 Wissenschaftslabore, wo ich den Fokus wirklich gesetzt habe, die hoch zu pushen. Und mittlerweile habe ich dann 1 abgerissen. Das 3. habe ich schon lange wieder abgerissen, habe auch umgebaut. Und das 2. tue ich jetzt sogar auf Pausenmodus setzen. Weil man sieht ja oben, die Punkte sind vollkommen übertrieben. Brauche ich nicht mehr. Also das könnte ich auch abreißen, vielleicht sogar jetzt demnächst irgendwann mal. Muss ich mir überlegen, ein Crewquartier oder was anderes hinzubauen. Kann ich mir sparen. Das 2. Labor brauche ich schon gar nicht mehr. Also das war meine Strategie. Und die war für mich echt cool und entscheidend, das so zu tun. So, ja, dann schauen wir mal kurz noch das System an, was es hier gibt. Aha, dann haben wir hier noch ein System. Das scanne ich jetzt mal nicht. Dann haben wir da hinten noch ein System, 15 Zyklen entfernt. Auch ein Nebel. Okay. Und da ganz hinten. Ach ja, ich bin ja in Sektor 9. Moment. Weil ich in Sektor 9 bin, fällt mir gerade so auf. Ich mache mal kurz meinen Screenshot für die Deluxe Edition. Wo war denn das? Upsala, Musik, gehst du weg. Das gibt bloß wieder ein Claim. Mein Screenshot für die Deluxe Edition. Wo war er denn? Der Screenshot für die Deluxe Edition. Der war doch hier irgendwo da unten. Deluxe Edition Screenshot. Kollege, wo bist du denn gewesen? Ja. Wo habe ich denn den Screenshot? Oh, Moment, wir machen mal so, dass wir keinen Gemischtwarenladen haben, sondern nur Star Trek Voyager. Oh, ich habe ganz schön viele Screenshots jetzt letztens gemacht, aber der müsste hier gewesen sein. Na. Da ist er. Dort. Schauen wir mal rein. Da. 5 neue Missionen. Sektor 4 für die Deluxe Edition. Medizinische Ethik.
Die Mission in Sektor 4, du bist doch, hast du gesagt, wo bist du? Moment, ich habe schon wieder vergessen, was du geschrieben. Du bist gerade in Sektor 4, wichtig. Falls du die Deluxe Edition hast, gibt es die medizinische Ethik. Das ist eine coole Quest, eine wichtige Quest, wo du schön was bekommst. Nämlich den Charakter Danara Pell bekommst du da bei der medizinischen Ethik. Also da schön die Quest machen und richtig beantworten, dann bleibt die Danara Pell bei dir. So, in Sektor 8 habe ich das Vinculum gemacht, habe dann den Vinculum Antivirus und jetzt steht hier Kontrapunkt. In Sektor 9 ist also hier auch eine neue Quest, Kontrapunkt, was auch immer das dann gibt, keine Ahnung. Aber du bist gerade in Sektor 4, mach medizinische Ethik, falls du die Deluxe Edition hättest. Wäre cool, sinnvoll, gibt es einen neuen Main-Char, einen Hauptcharakter. Wo sind wir denn? Wieder zurück, wieder rein. Nämlich hier Crew-Helden Danara Pell. Wo ist sie denn da unten? Und die ist echt gut, ne? Das ist echt ein starker Charakter. Schau mal, wie voll die ist. Ja, Wahnsinn. Die ist auch schon auf Level 9, aber die war, wie sie gekommen ist, war die auch schon super stark. Und die kann eben schön den Doktor ersetzen in der Krankenstation oder eine zweite Krankenstation bauen. Wenn mal Not am Mann ist, wenn viele Leute krank sind, kann man die da reinsetzen. Die gute Danara. Wo ist sie denn hier da? 47% Patientenbehandlungszeit. Die ist echt mega drauf. Die ist jetzt bei mir hier hinten in der Aero-Shuttle-Rampe unterwegs. Da ist ja auch nicht schlecht. Nur 95% plus. Ja, gibt es bloß kein Angebot gerade. In der Aero-Shuttle-Rampe. So, das letzte Deck habe ich noch nicht im Einsatz, weil es noch nicht nötig. Da habe ich, weil es mal eng war, eine dritte Krankenstation gebastelt, weil mal richtig viele Leute krank waren. Ja. So, wie sieht's aus? System, Sektor, alles klar, alles Paletti. Schauen wir mal an, die Hüllenverstärkung ist am Laufen, dauert noch 7 Runden. Alles klar. Dann das System nenne ich zur Kenntnis, da bin ich gerade, schön, schön, schön. Da gucken wir doch mal ein schönes Abschlussbild. Drehen wir mal hier so rum. Ein bisschen reinzoomen. Ja. Schön die Voyager von hinten. Ein bisschen größer machen, so. Oder so, oder so, oder so. Ja, so mit dem blauen Planeten im Hintergrund ist auch nicht schlecht. Machen wir so. Ja, so. So kann man das lassen. Ungewisse Dunkel. 10 Runden warte, bis die Borgsonde eintrifft. Okay. Aber, wie ich schon sagte vorhin, ich denke, jetzt ist schon 23:20 Uhr, langsam in die Haier. Ich bin hier jetzt in Sektor 9 angekommen. Werde dann, morgen bin ich nicht zu Hause. Da kann ich nicht weiter zocken, aber am Sonntag habe ich vor, hier weiterzumachen, Sektor 9 weiter zu zocken. Da kann man nämlich hier schön loslegen. Genau, dann passt das. Ja, weil wenn ich jetzt weitermache, wird gespeichert und dann ist das Gequatsche vom Tuvok und Paris weg für den nächsten Stream. Jo, dann sage ich mal, alles klar. Alles Paletti, alles gut. Moment, ist noch alle Shuttles da? Ja, muss ich keins bauen. Das haben wir wieder bekommen, das Shuttle, alles gut. Ja. Maschinenraum läuft. Könnten eine Stufe reduzieren, um wieder auf Batterie zu laufen. Große Batterieeinheit ist gut. Die läuft. Batterien sind sind komplett voll, können wir benutzen. Genau, Defense wins the game. Ich habe 2 Schildgeneratoren mir am Anfang auch recht früh gebaut. Sozusagen, um einfach, ja, viel auszuhalten. Weil ich bin immer mit einem Schildgenerator zusammengeschossen worden. Da komm, ich baue einen zweiten. So, gut, dann haben wir alles schön auf Max, passt, wackelt und hat Luft. Dann sage ich mal, gehen wir mal raus hier, ne? Hauptmenü, let's go. Die Musik ist hier aus. Nein, die Musik ist nicht aus. Holladri, Holladra. Warte mal, muss man kurz den Ton ausschalten. Audio. Das nervt. Die Musik ist cool, die gefällt mir, aber die nützt mir nichts für meinen Stream. Da bekomme ich immer von YouTube den Claim des Todes, sagen wir immer so. Ja. So, kann man einschalten den Ton. So, jetzt passt. Wackelt, hat Luft.
Memory nodes located. Stand by. Proceeding with So. data transfer. Ja. Genau. So, aha, genau. Ja, also wenn es euch gefallen hat, Abo und Like wäre nice. Ansonsten sehen wir uns bis zum nächsten Mal am Sonntag sehr wahrscheinlich. Genau, und danke fürs Reingucken. Max Warp, Dankeschön. Deine netten Kommentare und so weiter. Und wünsche dir viel Glück bei dem Spiel, auch viel Spaß noch weiter, dass du schön weiterkommst. Genau, und schön die Quests machen. Jo, supi, supi. Alles klar, dann sage ich mal Dankeschön, gute Nacht und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Barclay Gaming 1 sagt Tschüss und danke fürs Zusehen. Bye, thank you for watching.